Einen wunderschönen guten Abend. Ja, jetzt ist der Balken weg. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, das ist dieses Jahr unser letzter Livestream. Der nächste Livestream beginnt dann erst mit der neuen Saison im Januar. Und zwar ist es der erste Montag im Januar. Muss ich gleich mal nachgucken, welcher das ist. Der 6. Also am 6. Januar beginnen wir dann mit der neuen Saison. Nachher wird es wieder eng und Sie kriegen aber eh noch von uns geschrieben. Ich möchte aber jetzt Ihnen schon schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen erholen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns so lange, so dolle die Treue gehalten haben. Und dem heutigen Livestream hatten wir ja gefragt, was Sie gerne sehen möchten. Und die meisten wollten einen Spiegel sehen. Das heißt, wir machen heute einen Spiegel. Wir haben aber auch ein bisschen so Silvesterdekoration vorbereitet. Das heißt also mehr oder weniger, was man basteln kann für Silvester, haben wir ein bisschen vorbereitet. Und ich habe noch so eine schnelle, wir wollten zwar eigentlich ja Geschenke einpacken machen, aber dann hieß es, okay, nee, lieber irgendwas, was ganz schnell geht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir diese Tüten. Ich werde auch die Tüten einmal zeigen, obwohl das ganz leicht ist, aber einmal zeigen, dass Sie wissen, wie das geht. Weil Sie haben sie schon gekauft wie verrückt. Deswegen, dass man vielleicht noch mal ein bisschen nachgucken kann, wie das geht, habe ich gesagt, machen wir auch die Tüten heute. Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge wir heute anfangen, aber jetzt zeigen wir erstmal wieder Ihre Kunstwerke. Und da sind schon die tollsten Weihnachtsbäume dabei, da sind wunderschöne Kränze dabei und auch sonst richtig tolle Deko. Okay, was ist jetzt? Jetzt waren gerade ein paar Karten übrig und Sam lacht schon. Also fangen wir doch, ja, okay. Jetzt bist du im Weg. Nein, ist ja nicht schlimm, ist wunderbar. Ich verstecke, na, schade, ich hätte mich jetzt gerade dahinter versteckt. Ja. Also, die beiden haben unendlich viele wunderschöne Weihnachtskarten gebastelt und diese Weihnachtskarten alle bei uns auf dem Blog hochgeladen. Und da kann man wirklich schöne Ideen finden und schauen Sie sich das einfach mal an. Was ich toll finde, ist mit diesem Gold-Glitterband unten drunter und alle mit der roten Schleife. Also sehr, sehr schön und tolle Idee und nochmal, ich glaube, jeder wird sich sehr freuen, der so eine Karte zu Weihnachten bekommt. So, weiter. Ja, den hatten wir ja letztes Mal davon erzählt, aber das Bild war ja irgendwo plötzlich nicht mehr da. Und deswegen habe ich gesagt, heute möchte ich diesen Kranz unbedingt nochmal zeigen. Und zwar schreibt sie Kranz andersrum und gehängt und mit diesen ganzen wunderbaren, wirklich diesen ganz edlen Kugeln drunter gehängt. Gefällt mir ganz toll und wunderschön. Nur mal, also auch eine ganz tolle Idee. Den könnte, meiner Meinung nach, könnte man den auch wesentlich länger hängen lassen. Also den kann man schon dann gegen Ostern austauschen, würde ich sagen. Also ganz toll. So, dann geht es weiter. Ach, hast du das Bild jetzt genommen? Ja. Frau Kusackberger hat unendlich viele Bilder hochgeladen, alle mit Harlekin gebastelt, wunderschön, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, sich das Ganze mal anzuschauen, sieht alles ganz fantastisch aus. Wir haben jetzt gerade mal nur ein Bild rausgesucht, nur als Idee, gucken Sie sich das an, sieht ganz viele Beispiele. Ja, und sie ist ja eigentlich immer dabei. Sie hat jetzt mal so einen schönen Blumenstrauß gezeigt und das finde ich auch toll und zwar nicht nur mit den Schrumpfbanderolen, sondern sie hat auch noch die Moos, die Teddybär und den Weihnachtsmann, den wir schon lange, ich weiß, vor 2 oder 3 Jahren hatten wir den, auch oben neben die Amaryllis reingesetzt. Also finde ich auch eine ganz tolle Idee. Ja, und Elke und Hartmut haben also mit dem letzten Hintergrundpapier, eine Vase und auch dieses Tablett gemacht. Und ich finde, das sieht extrem edel aus, wie sie das hier, sage ich jetzt mal, hingerichtet hat, drapiert hat. Sieht ganz toll aus. Ja, und Frau Friedlingsdorf hat auch viele Kränze reingesetzt, also ich habe jetzt mich für den entschieden, sehr schön, sehr üppig, gefällt mir sehr gut, ich mag es ja sehr gerne, wenn das so üppig ist, ganz toll. Ja, und jetzt kommen die Weihnachtsbäume. Auch ein toller Weihnachtsbaum mit den Schrumpfbanderolen, mit den Teddybären so dazwischen, ganz toll und ich finde auch, man kann ja so ein bisschen von der Wohnung sehen, da ist im Hintergrund noch so ein Hirsch,
Also ich finde, das passt ganz toll auch in diese Wohnung rein. Was siehst du, ein Hirsch? An der Wand, guck mal rechts. Ich meine, das ist ein Hirsch. Sam, siehst du es? Nee, ich sehe nichts. Meine Güte, Sam, wo ist deine Brille? Ich bin ja auch kein Jäger. Doch, das ist doch ein Hirschkopf. Das Weiße oben. Ja. Ich suche nach was Braunes. Nee. Okay, weiter. So, den finde ich auch ganz toll. Und Frau Schepper hat auch noch mehr Sachen hochgeladen, aber den finde ich ganz toll. Und zwar mit diesem Band so um diesen Weihnachtsbaum herum drapiert. Sehr, sehr schön. Und dann sag ich jetzt mal, diesen Herzen, also so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Unheimlich schön, sehr schön. Ja, ach, hast du nur das genommen? Oder ist das einfach viel zu groß, Sam? Betty, da war doch noch mehr zu sehen. Egal. Auf jeden Fall, eigentlich sind da noch 2 Dosen normalerweise zu sehen. Aber dann bitte unbedingt in den Blog gucken. Das ist sehr schön, auch sie hat mehrere hochgeladen. Das ist jetzt so ein Kegelbaum mit Moldformen gemacht und den Strass. Und auch, ich finde auch schön, dass sie die Straßkette dazwischen gemacht hat. Also, und dann neben den schlafenden Teddybären als Kiste ist das, glaube ich, sehr, sehr schön. Ja. Den finde ich auch noch richtig toll, und zwar diesen Baum, das ist so richtig, ich würde sagen, der passt so in so ein Chalet, so dieses Klassische. Und was sie gemacht hat, sind nicht nur die Schrumpfbanderolen, sie hat dann noch die Molds von den Teddybären genommen und sie hat diese kleinen Schächtelchen, die Die-Cut-Schächtelchen, die wir als Set haben, hat sie auch reingehängt. Ja, das sieht toll aus. Sieht ganz toll aus und ich mag dieses klassische, nostalgische, das gehört so ein bisschen so wie in der Schweiz, in ein Holzhaus, also richtig so wie wir zu unserer Kindheit. Hat es nicht diesen amerikanischen Stil gegeben mit ganz viel Glitzer und so, sondern gab es immer wie man das jetzt hier so sieht, das Klassische. Ganz toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und sie hat natürlich auch wieder sehr schöne, und sie arbeitet ja immer sehr dezent in diesen Weißtönen, so dieses shabby chic so in dieser Richtung, aber ganz zart. Und unbedingt sich angucken, die Bilder, finde ich auch ganz toll, diese Kombination von diesem Gesteck und dann mit den Kugeln, die von den Zweigen runterhängen, also sehr, sehr edel. Ja, und Frau Oppermann hat natürlich hier noch ein bisschen mehr gemacht. Das ist Reispapier Wien und ich finde das toll, ob jetzt mit den Blumen, sondern sie hatte so einen Regen, diesen Sonnenschirm ist ja ein Regen, aber Sonnenschirm, und dann hat sie noch so Spitze da drauf und oben auf dem Hut, also auch richtig toll. Ja, und das habe ich schon auf Instagram gesehen, das gefällt mir natürlich auch extrem gut. Also dieses Triptychon, ganz edel, ganz ausgefallen gemacht, mit Dart, mit Moldformen, sehr, sehr schön. Ja, da muss man auch unbedingt gucken, sie hat ganz viel hochgeladen, aber auch gerade, also das gefällt mir sehr gut, diese Vase. Das sieht so toll aus, die sieht richtig so alt und antik aus, mit den goldenen Schriften unten, also ganz, ganz toll. Ja, und das ist natürlich, sie arbeitet immer extrem sauber und perfekt und das sieht man direkt, sieht super schön aus, den Rahmen aus, das ist die Bordüre von Dart und dann oben von die Moldformen, super schön gemacht, ganz toll. Ja, und er ist so Ballett und die Damen, sag ich hier, die 20er-Jahre-Damen, ich weiß nicht, vom letzten oder vorletzten Jahr waren, sieht auf jeden Fall super schön aus, auch weil er die Strass-Anhänger, die wir eigentlich immer auf die MDF drauf gemacht haben, als Anhänger hat er hier einfach so in die Zweige reingehängt, sehr, sehr schön, ganz edel. Ja, das musste unbedingt noch rein, ich habe gesagt, das muss ich unbedingt noch rein. Sie hat mehrere Bilder drin, sie hat auch das mit Licht drin. Moment, wieder zurück, nochmal gerade. Ich finde, das sind die gelaserten Elemente Wien und sie hat das halt so toll in diese Haube reingesetzt und hat noch Licht reingesetzt. Das sieht fantastisch aus, unbedingt gucken. Sie hat mehrere Bilder gemacht, gerade wenn man so dieses Thema Weiß, Gold, aber dann ein bisschen nostalgisch mag. Sieht fantastisch aus. So, und jetzt nochmal das ist das gleiche Thema und das sind die Wassertransfers.
einfach nur diese französische Lilie mit einer Schleife und dann das schöne Gehänge sieht auch sensationell aus. So, das war's. So, und wenn wir beim Cremeweiß und Gold und so sind, gehen wir direkt mal zu dem, was wir heute verlosen. Und zwar verlosen wir, es gibt dreimal diese 2 Kissen, die sind wunderschön mit den Goldpailletten drin und schon 2 nagelneue Sachen, die im Februar, März kommen. Das heißt, das ist ein Table Runner, ganz, ganz fein gestickt, mit auch ein bisschen Gold ist da drin, die Blumen und dieses passende, fantastische Band dazu. Also das passt richtig schön, kann man ganz toll, wenn man so dieses nostalgische, klassische mag. Jetzt sieht man das auch an diesem Table Run, diesen feinen Gold und ein bisschen Pailletten. Also ist ganz edel, sieht super aus. Das gibt es heute 3-mal. Sie müssen nichts anderes tun, als sich im Chat beteiligen. Dann kommen Sie automatisch in die Verlosung. So, bevor wir zu unseren Spiegeln gehen, war halt auch noch ein bisschen immer diese Frage, schnelle Geschenke. So, Schrumpfbanderolen brauche ich Ihnen nicht erklären, das wissen Sie. Und da haben wir gedacht, komm, dann machen wir doch kleine Tüten. Wir haben jetzt für diese Tüten haben wir diese tollen Henkel jetzt. Das ist ein schönes Satinband, was man dann durch die Löcher durchstecken kann. Wir haben die Tüten aus Papier gebastelt. Sage ich jetzt mal, wir haben ja ein unendliches ich glaube, wir haben 500 verschiedene Designpapiere da, also da kann man sich wirklich raussuchen, was man gerade haben möchte und haben dann einfach jetzt diese Tüten gebastelt. Die Schriften, die da drauf sind und teilweise die Anhänger, die da dranhängen, die sind von unserem Teddybär Die-Cut, wo auch die kleinen Kästchen sind, aus diesem Set. Das heißt, das könnte man, wenn man jetzt noch keinen Geschenkverpackung, sage ich jetzt mal, für Nachbar, Freund, der mit dem Hund Gassi geht etc. hat, sind das eigentlich ganz tolle, schöne, schnelle, kleine Tüten, wo man Plätzchen oder ein Pikolöchen oder so etwas hineintun kann. So. Wer jetzt nicht genau weiß, wie das funktioniert und sehen möchte, wie das funktioniert, es gibt auch eine Tütenschablone dazu, die können Sie bei uns im Shop ebenfalls kaufen, aber sonst kann man sich im Grunde genommen auch die Tütengrößen selber machen. Das kann ich Ihnen das gerne zeigen. Ich werde das dann rasch am Ende der Sendung zeigen. Also sagen Sie es rasch, wenn Sie sagen, nein, wir wissen langsam, wie es geht, dann zeige ich es nicht, aber wenn man es trotzdem sehen möchte, kein Problem. Ende der Sendung zeige ich es. Im Hintergrund sieht man jetzt auch schon, kannst du noch mal zurückgehen auf dieses eine ganz kurz? Im Hintergrund sieht man jetzt auch schon einen Spiegel, das ist kein neuer Spiegel, sondern es ist einer der älteren Spiegel, weil es wurde nach einem Spiegel gefragt. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, das ist mit den Siebdruckschablonen gemacht und einfach nur mit brauner Farbe. Das heißt, der Rest ist natürlich der Spiegel. Und außenrum ist die Bordüre von Dart, dann sind noch viele Elemente von Dart dabei und unsere Moldformen. Man kann grundsätzlich jeden Spiegel gestalten, wie man will. Wir haben jetzt gesagt, wir bauen diesen alten auf, zeigen 3 neue, die wir gemacht haben, haben so ein bisschen versucht, verschiedene Stile da zu machen. Jetzt wundern Sie sich nicht, dass wir diesen Spiegel immer extrem dreckig gemacht haben. Das liegt einfach daran, dass es für uns von der Kamera wahnsinnig schwierig ist, wenn der Spiegel perfekt ist, mit da drauf zu kommen, weil man sich immer selber sieht. Also habe ich alle Spiegel so ein bisschen so gemacht, dass man nicht so viel sehen kann, so dass man sie gut in der Kamera zeigen kann. Wenn wir das nachher hier basteln, dann ist das natürlich anders, aber das ist jetzt. Dann haben wir jetzt, fangen wir mal mit dem ersten Spiegel an. Das sind halt, man kann immer überlegen, was man macht. Das ist jetzt ein Spiegel mit den Goldtransfers. Der Vorteil dieser Goldtransfers ist ja, was wir hier wissen, dass wir von beiden Seiten arbeiten können mit den Goldtransfers. Das heißt, wir haben jetzt hier hinter das Glas die Goldtransfers drauf gemacht und haben dann noch ein bisschen mit der flüssigen Walnusslasur drüber. Dadurch kommt dieses Dreckige, was jetzt außenrum ist, was so richtig so dreckig aussieht. Und haben dann erst mit Mirror Mist gesprüht, natürlich auch das Mirror Mist wieder kaputt gemacht. Da sieht man jetzt auch ein bisschen diesen Rand, haben es nicht sauber gemacht, sondern richtig schön ein bisschen kaputt gemacht.
und haben dann wieder mit Patina grün und mit schwarz dahinter. Also eine Möglichkeit, ich werde heute eine andere zeigen, aber das ist eine Möglichkeit, weil der große Vorteil, was ja die Wassertransfers haben gegenüber den Goldtransfers, dass sie ja von beiden Seiten sichtbar sind. Also Sie haben jetzt von der Vorderseite ausgenommen, warte bitte, nicht weggehen, ausgenommen von dem tollen Dart-Ornament, was jetzt in der Mitte ist das rein Spiegel, also nur Glas. Das heißt, das können Sie einwandfrei sauber machen, da ist nichts, was kaputt geht, weil alles ist auch von der Rückseite. Wir werden ja gleich einen machen, da arbeiten wir auch von der Rückseite. Grundsätzlich ist alles von der Rückseite. Und Sie könnten natürlich, wenn Sie sagen, nee, so dreckig, so kaputt will ich ihn nicht haben, kann man natürlich auch, ohne irgendwie das braun zu machen oder dreckig zu machen, auch direkt Mirror Mist drauf sprühen, dann hat man es natürlich ganz sauber und ganz akkurat. Das ist immer, wie jemand will, jedem das, was er möchte. Und man sieht jetzt ein bisschen den gegenüberliegenden Tannenbaum, man sieht so diese kleinen Lichter da drin, so ein bisschen, aber es ist natürlich jetzt so gemacht, dass man nicht so viel sieht. Gell? Ja genau, jetzt gehen wir ganz dran, dann sieht man da. Ja, versucht die Tannenbaum zu holen, aber der Mirror, der Kameramann macht das nicht. Egal, ja, übrigens hast du mir da ein Foto geschickt, also das will ich ja nicht benennen, was du mir da geschickt hast, gell? Es war aber ein anderer Spiegel. Ha? Es war ein anderer Spiegel. Ja, das war der andere Spiegel. Wenn ich sonntags. Ich hätte die erste Frage, das blau gestreifte Reispapier, kommt es nochmal? Nein, das ist jetzt absolut aus. Zweimal, wie Harlequin, zweimal nachbestellt, immer noch mehr und noch mehr, jetzt ist es aus. Nein. Und der Wunsch, Tüten basteln, ist sehr groß. Okay, ja, dann mache ich das auf jeden Fall. Das geht auch ganz schnell, das mache ich auf jeden Fall. Sollen wir das dann, Sam, soll ich das mal gerade zwischendurch als erstes machen und dann gehen wir bei den Spiegeln weiter? Sollen wir das mal machen? Ich glaube, das ist eine einfache Möglichkeit, dann ist es auch nicht aus dem Kopf, dann kann man das rasch machen. So, ist eigentlich ziemlich einfach das Ganze. Also, ich mache das jetzt hier ohne eine Schablone. Ich habe jetzt hier, manche von Ihnen haben das sind diese Bretter, wo man prägen kann, wo diese Zentimeter direkt hier drauf sind. Aber es geht eigentlich nur um das Prinzip, was man messen muss. Das Prinzip ist, dass alle unsere Papiere 31 mal 30,5 sind. Das heißt, um jetzt irgendwie das zusammenzukleben, würde ich immer, man kann auch nur mit einem halben Zentimeter arbeiten, aber ich würde immer sagen, so, geben Sie sich einen Zentimeter. Das heißt, Sie haben grundsätzlich, sagen wir jetzt mal, 29 Zentimeter zur Verfügung, was Sie mehr oder weniger durch 4 teilen müssen, weil Sie haben ja 4 Seiten an einer Tüte. Jetzt können Sie das machen, wie Sie wollen. Sie können jetzt zum Beispiel sagen, ich mache die breite Seite 9 cm. Wenn ich 2 mal 9 habe, habe ich 18. Dann habe ich 18, dann habe ich 11 cm übrig. Das heißt, ich könnte die Seiten immer 5,5 cm breit machen. Ich hoffe, Sie können mir folgen. Man kann es natürlich auch anders machen und sagen, okay, ich mache jetzt 10 cm die Tüten breit. Wenn ich sie 10 cm, das ist 2 mal 10 ist 20, dann habe ich noch 9 cm frei, dann mache ich sie 4,5 cm breit. Ist das verständlich so? Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich mache 7 cm und mache sie viereckig. Das heißt, dann habe ich sie 7 cm auf allen 4 Seiten. Dann habe ich eine viereckige Tüte. Passt ja auch rein. Dann sind wir bei 28. Okay? Eine Frage, könnte man das auch mal mit der Schablone zeigen, wie das mit der Schablone? Ja, die Schablone, die kann man mir gleich mal holen. Die ist ja fix und fertig, da brauchen Sie nur nachschreiben. Da ist dieses typische 10, 4,5, 10, 4,5 auf der Schablone. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Tüten, die 9 cm breit sind. Das heißt, dann fange ich hier einmal an, gehe ich hier einmal lang, 9 cm. Wenn ich jetzt 9 habe, habe ich hier 18.
Wenn ich sage, ich gehe bis zu 29, kann ich jetzt 5,5 cm weiter gehen. Also die Breite wäre dann 5,5 cm. 9 und 5,5 sind 14,5. Dann gehe ich hier nochmal dabei. Dann muss ich jetzt wieder die 9 nehmen, bin ich bei 23,5. Und dann komme ich ja wieder diese 4,5 drauf. Dann bin ich 5,5 bei... 5,5 hast du gesagt. Was? 5,5. 5,5 war ich sicher? Hast du gerade eben gesagt. Ja gut, 5,5. Moment, jetzt bin ich bei 23,5. 24 und 5 sind klar 29, haben wir ja gesagt. 29. So, jetzt hätten wir, ich zeige es jetzt mal gerade, ohne das unten zu machen, jetzt hätten wir eine Tüte, die so, kann man glaube ich ziemlich gut sehen, die jetzt so aussehen würde. Jetzt muss man natürlich das hier unten noch irgendwie gestalten. Wir haben sie jetzt ein bisschen breiter gemacht, so sieht die aus. Jetzt lege ich das Ganze wieder hier drauf. Wenn Sie grundsätzlich eine Breite machen, sag ich jetzt mal von 5,5, dann müssen Sie das auch hier unten haben, diese 5,5, weil sonst passt das mit der Tüte nicht. Ich werde jetzt hier mal diese Bordüre gerade abschneiden. Ich hätte eine kurze Zwischenfrage. Ja. Epoxyharz von Glorex, kommt es wieder in den Shop? Ja. Die sollte schon vor einer Woche hier sein. Ja. Das ist irgendwie im Weihnachtsgeschäft stecken geblieben, genau wie Pentart-Bestellung, die goldene, was war das, Glitterpen oder was auch so viele Leute nachfragen. Diese Glitterpen oder was war das? Das müsste auch schon längst hier gewesen sein, so. Aber ist leider nicht. So. Jetzt gehen wir zurück zur Tüte. Wir haben ja gesehen, jetzt haben wir, das hier ist hier unten der Boden. Damit das Ganze mit dem Boden funktioniert, jetzt sehen Sie ja hier, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, hier ist ja geknickt. Gell? So, jetzt schneiden Sie hier erstmal ein. Sepp, wenn du mir die Tütenschablone mal holen kannst, so, jetzt schneiden Sie hier wieder ein. Ich bin so hier gespannt, überall, wo die Prägung ist, bitte einmal einschneiden. So, und jetzt kann man das natürlich so lassen, aber es ist immer sehr schwierig, das schön zu falten. Also ist es am einfachsten, wenn man jetzt hier eine leichte Schräge reinschneidet. Das heißt grundsätzlich, Sie kennen das ja von, wenn Sie kleine Kisten oder sowas machen, dann ist es immer, jetzt muss ich mal eine anständige Schere nehmen, es ist immer einfacher, wenn man gerade diese Sachen hier immer mit einer leichten Schräge macht. So. Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Glasteller, kommen die wieder in den Shop? Das ist auch Glorex, ja, das ist mitbestellt. Sobald die liefern, sind auch die Glasteller wieder da. Und dann kam jetzt schon mehrfach die Frage, ob wir nächstes Jahr wieder bei HSE sind. Das ist immer noch in Klärung. So, wir werden Ihnen aber Bescheid sagen. So, das ist jetzt relativ einfach, was wir jetzt machen. Jetzt kann man so hier rum und würde das dann hier so zukleben. Sehen Sie, dann wäre die Tüte fertig. Kann man von oben und unten gucken, gell? Hier, so, und würde dann hier die Löcher reinmachen. Wenn man das so haben will, würde man aber möchten, dass man hier zum Beispiel noch einmal prägt, damit man das hier, sehen Sie, damit man diese Tüte so machen kann. Kann man natürlich auch einfach lassen, aber man kann es auch prägen. Ich persönlich präge es seltenst, weil ich finde, dass das automatisch kommt, aber man kann, sehen Sie, wenn ich das jetzt biege, man kann das auch prägen, dann muss man genau in der Hälfte hier dann halt direkt von vornherein einmal prägen. So, ganz einfach, jetzt kleben wir sie gerade zusammen. Vorher mache ich natürlich meine Löcher rein. Das können Sie mit jedem normalen Locher machen. Ich habe jetzt gerade wie heißt der jetzt hier? Helf mir doch mal. Wie hieß er denn nochmal? Crocodile. Crocodile, ja Gott. Ist so lange her, oder? Eine Frage. Man kann das natürlich jetzt auch richtig messen, aber ich mache das jetzt ein bisschen allerlei Mengen. Mit was hast du das Papier geschnitten? Geschnitten mit einer Schere. Ja. Oder
Du hattest vorher so ein Werkzeug, wie so ein Prägestift sah es aus. Ja, das ist so ein Prägeteil. Das ist eine Das ist ja nicht Falthilfe, geschnitten, das ist nur Schneiden. zum Prägen. Das ist so ein Plastikteil hier. Da wird nichts Wir geschnitten. haben die auch mal gell? verkauft. Aber Ja, ich sehe gerade, es wird auch nach die Glasteller gefragt. Die Ja, hab sind ich schon auch gesagt. von Entschuldigung. tja, Wie konnte Schatzi. ich? Schatz. Wie so. konnte ich? Hab jetzt Mund zu. So. Da. Deswegen, wenn man hier so einen Zentimeter, 1,5 lässt, dann ist das eigentlich relativ schön. So, und jetzt hat man es eigentlich schon. Jetzt kann man hier zeige ich Ihnen, wie die gehen noch, kann man die durchziehen. Vorher, wenn man zum Beispiel so Tags hat, die sind auch so, dass die hier, wenn sie hier so... Moment, ich komme. Also die sind hier so zum Durchfädeln, man kennt das hier oben eigentlich von Schnürsenkeln, aber der Unterschied ist, wenn Sie dann hier rausgehen, dann haben Sie hier wie so eine Art Widerhaken. Das bedeutet, Sie halten ziemlich gut hier drin und man muss nicht noch einen Knoten oder so etwas machen, weil Sie hier, kann man jetzt sehen, mit dem Widerhaken hier drin hängen. So, und dann hat man hier eigentlich einen richtig schönen, sage ich jetzt mal, Henkel für diese Tüten, für diese Papiertüten. Und im Grunde genommen war es das schon. So, und jetzt zeige ich Ihnen gleich auch mal rasch die Schablone, weil das ist im Grunde das Gleiche, nur dass das halt vorgefertigt ist. Das ist diese eine einzige Tütengröße. So, ja, das war's. Und schon hat man das fertig. Kommt natürlich darauf an, was Sie wollen. Sie können die Löcher weiter oben machen, dann ist dieser Henkel ein bisschen länger. Wie man will. Wir haben so eine Zwischengröße genommen, damit man auch kleinere Tüten macht und das jetzt von der Dimension halt gut aussieht. Wir haben jetzt in der letzten Zeit, haben wir dann auch dieses Federband hier reingegeben, weil ich fand das so total süß, wenn das hier rausgeht. So. Und natürlich können Sie die Tüten machen, so, wie Sie wollen. Wenn Sie das halbe Papier nehmen, dann haben Sie immer so eine kleine Tüte, wie Sie möchten. So. Die Tütenschablonen sind so gemacht, Sie haben jetzt eben gesehen, wie ich hier gearbeitet habe, im Grunde genommen wie das hier. Das heißt, Sie haben hier die lange Seite, hier ist die kurze Seite, hier ist es aber immer dieses 10 cm, 4 cm, 10 cm, 4 cm und wir haben hier noch diese Prägeschablone, damit, wenn Sie da noch reinbringen, damit Sie diese Falte hier haben, gell? Wenn Sie diese Falte nicht haben wollen oder wie zum Beispiel hier nur die Hälfte, hier sehen Sie, hier ist so auch ein Teil zum Zwischenhalten, dann gehen Sie mit der Prägung nur einmal bis hier in die Mitte und gehen Sie gar nicht bis weiter runter. Hier unten ist genau das Gleiche, wenn das 4 cm ist, ist das hier auch 4 cm, das heißt, das ist mehr oder weniger der Boden, genauso wie das wir eben auch gemacht haben und dann Sie schneiden hier, lassen Sie es nicht gerade, sondern schneiden hier so ein bisschen seitlich, aber Sie haben im Grunde genommen die Vorlage, wo Sie Ihr Papier, Ihr 30-30 Papier drauf prägen können. Gibt es die Schablone bei uns im Shop? Ja, die gibt es bei uns im Shop. Das ist auch in der Gruppe. Und es wird auch nach Papierstärke gefragt. Nach was? Papierstärke. Was für Welche eine Papierstärke zu empfehlen ist? Die sind 160. Ja, also ich würde es nicht zu dünn machen, weil je nachdem, wenn man wirklich hier ein Piccolo reintun will, sollte das Papier schon halten. Also unser Papier ist stark genug, da kann man was reintun. Deswegen, also ich würde nicht zu dünn gehen in das Papier. Jetzt bin ich raus, ich wollte noch was anderes dazu sagen. Nee, jetzt ist es irgendwie raus. Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder. Wir machen ja gleich, das werden Sie später noch sehen, wir machen gleich noch ein bisschen was mit DAS und da arbeiten wir sowieso mit unserem Prägewerkzeug. Die meisten von Ihnen haben das Prägewerkzeug ja auch zu Hause. Es gibt bei dem ursprünglichen Dreierprägewerkzeug, gibt es das dünnste, jetzt bin ich nicht sicher, ich habe glaube ich nur die dicken hier. Ja, ich habe nur die dicken hier. Das sind ja diese Kugeln. Und das dünnste davon können Sie nehmen für hier zum Prägen. Das ist diese ursprünglichen. Das sind ja die neueren, ganz dicken. Aber die wir am Anfang verkauft haben, da gibt es noch ein dünnes. Wenn Sie es nicht haben, wir haben die auch noch im Shop. Das ist das normale, wo 3 von denen drin waren. Und da gibt es eins, das ist relativ dünn, da ist die Kugel relativ fein. Und da können Sie wunderbar das Papier mitprägen. Da braucht man jetzt nicht noch so ein typisches Prägemesser. Gell? Falzbein. Wie bitte? Ein Falzbein.
ein Falzbein. Ja. Und die Papiere, die wir benutzt haben, auch in die Modelle da drüben, sind alle in der Gruppe. Ja, okay. Also aber sonst können Sie wirklich, das ist ja jetzt nicht nur für Weihnachten, man kann jetzt toll für Weihnachten machen, aber das ist ja etwas, was man immer machen kann. Man kann ja grundsätzlich solche Tüten machen, ob jetzt für Ostern, wenn man mal eben geschenkt, dann passen Sie es einfach mit dem Papier an. Und Papiere gibt es ja bei uns zu Genüge, auch mit durchlaufenden Motiven, wo man das wunderbar mitmachen kann. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt hatten wir, ich hoffe, das Thema Tüten ist verstanden, oder? Ja, ich glaube schon. Gell? Sabine? Ja, jetzt kommt noch nichts. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter und gehen wieder mal zurück zum Spiegel. Nein, wo bist du denn, Sam? Tada. Ja, Sam braucht etwas länger. Ja, genau, von den Tüten. Jetzt gehen wir. Nee, du musst beim Shabby-Spiegel weitermachen. Den haben wir noch nicht. Wir waren nur beim Goldenen. Genau. So. Also, wo ich losgegangen, ich habe natürlich überlegt, wie mache ich Spiegel, und die günstigste Möglichkeit, Spiegel zu machen, sind wirklich diese Wechselrahmen. Und ich bin in das nächste Bauhaus bei uns gefahren und habe geguckt. Und weil wir ja auch keine Rahmen in dem Sinne brauchen, sind das wirklich diese Wechselrahmen, die nur auf hier habe ich es ja eben gehabt, auf so einem Sperrholzteil, sage ich jetzt mal, hier drauf hängen mit diesen Klammern. Die sind die günstigsten. Und diese großen Spiegel, die ich jetzt hier gemacht habe, der ist jetzt noch nicht mal der größte, die waren alle zwischen 6 und 8 Euro. Also das kann man wirklich ausgeben. Das ist ein einwandfreies Glas, das ist nicht offen, das ist schön rund außen und man kann sich nicht, sage ich jetzt mal, daran verletzen. Und das ist perfekt. Was ich jetzt natürlich noch gemacht habe, ich habe mir ebenfalls im Baumarkt so ein Stück Holz, das sind sogenannte Regalbretter, die waren auch nicht viel teurer. Also wenn man jetzt das reine, sag ich jetzt mal, Ursprungsmaterial, jetzt ohne die Bordieren oder etc., war so ein Spiegel so um die 15 Euro. Das heißt, das war das Glas plus dieses Holzbrett dahinter. Ich habe ein relativ starkes Holzbrett genommen, weil die da gerade mal so waren, muss ich ganz ehrlich zugeben, und ich keine Lust hatte, großartig zu suchen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Spiegel, der ist 40 mal 60 ist der, glaube ich. Der 50-70er war der große, das ist der etwas kleinere. Gell? Ja. Der ist 40 mal 60 und man sieht, dass das Brett hinten dran war, sage ich jetzt mal, nicht viel breiter, 10, 20 Zentimeter breiter. Ich habe halt einfach geguckt. So, was wir jetzt hier gemacht haben, und in dieser Richtung machen wir nachher auch ein bisschen weiter, ist, wir haben das Brett zuerst angemalt, haben dann die Grundierung drauf gemacht und haben dann dieses grobe, wirklich diese Craquelpaste, diese grobe relativ dick drauf gemacht, deswegen auch diese sehr großen Risse. Sie sehen ja, die Risse sind schön breit und groß, das heißt, dementsprechend ist das dick drauf gemacht worden. Dann habe ich mit diesen typischen, wie wir das alles schon mal bei den Shadowboxen gezeigt haben, mit diese Walllasur, also die Wandlasur grau und Ocker habe ich gearbeitet, und die Bordüren sind natürlich alle von Dart, die sind alle in cremeweiß angemalt, dann mit Lasur Walnuss drauf gesprüht, also gar nicht mal gemalt, und hinterher die Trockenpinseltechnik wieder in cremeweiß, dass das so richtig schön alt und kaputt aussieht. So, damit dieses Ganze in diesen Spiegel weitergeht, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir natürlich den Spiegel und machen wieder auch cremeweiß, haben dieses cremeweiß, das ist die ganz simple Farbe, haben wir jetzt über den Siebdruckschablone gemacht, haben das Ganze trocknen lassen, und dann habe ich auch hier, wie man, also wenn du mal, ist das machbar, dass du auf die linke Ecke mal näher drauf gehst, Sam? So links, wo diese Siebdruck, ja genau. Eine kurze Frage zu den Blumen. Was sind das für geschlossene Blumen? Das sind verschneite Magnolien, die haben wir aber nicht im Shop. Das sind alte Blumen von mir.
So, was man jetzt da sieht, das ist die Siebdruckschablone, überzogen mit normaler Deko, Softfarbe cremeweiß. Und dahinter das Braune, das ist auch hier einfach die flüssige Lasur braun drauf gesprüht. Man sieht das ja, dass das einfach irgendwie da so drauf gesprüht ist, dass das alt aussieht, dass es ein bisschen kaputt aussieht. Das Ganze ist jetzt hier trocknen gelassen worden, dann wieder mit Mirror-Mist drauf, dann natürlich wieder mit der Essigsäure drauf, wieder das schön kaputt gemacht und dann von hinten mit Patina Grün beziehungsweise mit Schwarz dann angemalt. Wir werden es gleich machen. Ich zeige es Ihnen nur, ich sage es Ihnen jetzt nur noch mal immer, damit man, je nachdem, was für einen Spiegel man gerade machen will, kann man da machen. Das heißt, damit dieser, halt, genau, so. Unten, geh mal, siehst du diese schwarzen Punkte? Das ist das, was ich sage mit kaputt machen. Wenn Sie normalerweise ja dieses Mirror-Mist draufsprühen, dann ist das ja Silber, dann ist das ja nicht kaputt. So, und je älter Sie diesen Spiegel machen wollen, umso mehr Essigsäure sprühen Sie gleich drauf. Ich zeige Ihnen das gleich. Weil damit machen Sie den Spiegel kaputt. Und dann wird von dahinter Farbe gesetzt. Das ist das. Also je weniger er spiegeln soll, umso mehr macht man das typische Spiegel kaputt. Hier sieht man jetzt natürlich schön die Blumen noch in dem Spiegel drin, aber Sie sehen tatsächlich nicht mehr bis auf die andere Seite des Studios, sondern es ist also schon so kaputt, dass der Spiegel wirklich nur das widerspiegelt, was mehr oder weniger direkt vor ihm ist. Und manchmal will man das, manchmal will man sich aber auch selber gut drin sehen können, dann darf man es natürlich nicht so kaputt machen. Aber da kommen wir gleich zu, das sind alles so Dinge, die will ich Ihnen jetzt gerade mal so sagen und gleich machen wir einen Spiegel. Jetzt gehen wir weiter. Das war jetzt so dieses kaputte Shabby Chic. Es muss ja auch bei Ihnen reinpassen. Jeder kann ja einen Spiegel machen, wie er möchte. Und ich hoffe, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Spiegel dann später als Fotos bei mir in meinem Blog sehen werde. So, jetzt gehen wir rüber zu dem nächsten. Das ist so, muss ich ehrlich sagen, also ich war immer so hin und her zwischen dem Shabby Chic und dem, aber der gefällt mir momentan wirklich noch am besten. So, das ist jetzt mit unserem Transfer gemacht und das machen wir jetzt gleich auch, nur diesmal werde ich es nicht komplett von hinten weiß malen. Das heißt, ich habe das Transfer auch von hinten auf Glas gemacht und habe dann, ich habe nur gerade innen den Rahmen gelassen, habe den natürlich auch wieder kaputt gemacht, wie man sehr gut sehen kann, und habe den Rest weiß angemalt. Das ist auch einfach nur dieses Bonding Primer wieder mit dem 3D-Pulver, weil ich wollte nicht so einen Farbeneffekt, sondern mehr, man sieht ja so ein bisschen so einen Spachteleffekt haben. Auch links sieht man immer, wie das ein bisschen kaputt ist und das Schwarz da durchkommt. Es sollte natürlich, wenn ich den Spiegel so kaputt mache, dann kann ich nicht außenrum perfekt weiß malen. Also da muss auch das ein bisschen kaputt sein, sonst sieht das nicht aus wie alt, halt wie es aussehen soll. Eine Frage. Ja. Würde das Kaputte mit Mirror Mist und Farbe auch auf einen schon vorhandenen Spiegel funktionieren? Ja, würde auch funktionieren. Sie müssen dann ein vorhandener Spiegel hat ja, sage ich jetzt mal das Silberne, und dann hat er eine Schicht schwarz. Und diese Schicht schwarz ist unterschiedlich, meistens zwar Farbe, aber ist unterschiedlich stark. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das vorher wegzubeizen. Meistens kommt man, jetzt muss man gerade wieder auf mich, meistens, also ich mache das immer mit dieser Essigessenz. Also da muss man, wer es kennt vom Putzen her oder so, weiß, dass man da relativ schnell die Luft wegbekommt. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man damit arbeitet. Aber das ätzt gerade Spiegel und so etwas fantastisch weg. Also das ist wirklich, das geht weg. Probieren Sie es erstmal, ob Sie das Schwarze wegkriegen damit, bevor Sie mit anderen so farblösenden Mitteln dran gehen. Es gibt ja, wo man so Lackfarbe mit ablösen kann. Dann muss man das damit machen. Aber meistens funktioniert das hiermit, muss man nichts anderes machen, kann man das mit dieser Essenz schon auflösen.
Noch eine Frage. Ja. Ist der Spiegel bzw. das Glas dann auf Holz geklebt? Das ja. Wir haben, also das ist jetzt auch wieder, geh mal wieder zurück zu dem Bild bitte. Ja, das ist jetzt auch wieder das Glas und der Hintergrund ist dieses Holzbrett. Und das Holzbrett ist jetzt ebenfalls mit 3D-Pulver und Bonding Primer angemalt. Und wir haben das draufgeklebt an 4 Ecken und haben auch dann einfach die Bordüre zum Beispiel nur außen rum gemacht. Die Bordüre, die ist noch gar nicht, die hält noch nicht mal den Spiegel, sondern es ist einfach außen rum gemacht und haben den Spiegel dann direkt auf sag ich jetzt mal, auf dieses Holzbrett draufgeklebt. Man könnte natürlich auch jetzt die Bordüre ein bisschen über den Spiegel kommen lassen. Wir haben es jetzt direkt an den Rand gemacht. Und die sind dann mit Silberwachs, also wir haben erst schwarz angemalt, dann haben wir auch hier, man sieht ja auch ein bisschen das Braune, auch hier wieder mit der Walnusslasur gearbeitet. Das heißt, also die Walnusslasur ist jetzt nicht nur auf diesen schwarzen Bordüren von Dart, sondern auch immer an den Rändern, damit das Ganze ein bisschen älter aussieht. Und dann mit Silberwachs und anschließend noch mit Silberpigmentpulver und mit Pigmentfix gemacht. Total süß, finde ich mal, wer jetzt noch eine schnelle Idee braucht, was ich auch schön finde, ja, deine Hand, genau. Ja. So, finde ich, diese Kugeln, ich fand diese Idee einfach total süß, ein paar Pärchen drauf, ein paar Federn. Wer jetzt noch so ein bisschen was, das finde ich, kann man auch eigentlich immer so hängen lassen. Und diese Seifenblasenkugeln, sage ich jetzt mal nach unten. Jetzt zeige ich erstmal die. Ja. Die sind so, wenn man die an diesem Dekorationskunststoff hängt, dann Federn, sie fliegen einfach so. Gell? Und unten drunter sind ebenfalls wieder die transparenten Kugeln. Da haben wir diese Aufhänger rausgenommen, damit man das Ganze nicht sieht. Und einfach, das ist jetzt eine 100er Lichterkette, diese kleinen Lichterketten mit den Batterien, einfach in dieses Zinkding reingetan und dann die paar Kugeln da drauf gelegt. Ich finde das total schön, ist eine tolle Tischdekoration, finde ich, für Silvester. Aber natürlich auch, je nachdem, mal ebenso überall, weil man guckt so in die Tiefe da rein. Ich finde, das einfach, sieht einfach toll aus. Nur mal so eine kleine Idee. Ja. 2 Fragen hätte ich noch. Welchen Kleber nimmt man für den Spiegel? Also wir haben jetzt hier einen sogenannten Montagekleber genommen, den ich ebenfalls im Baumarkt gekauft habe von Pattex. Aber theoretisch kann man das, weil es ja Farbe dahinter, kann man es auch mit dem Heißkleber machen. Was für Farbe wurde benutzt? Ich habe mit dem schwarzen Gesso gearbeitet, zum Schluss, ganz zum Schluss einmal schwarzes Gesso. Man könnte zum Beispiel auch noch lackieren, wenn man wollte, und dann kann man es mit jedem Kleber aufkleben. Was wir machen können, ist ein Bild von jeder Spiegel im Blog reinsetzen, übermorgen mit einer ganzen Auflistung, genau von was benutzt wird. Von den Produkten, ja. Könnte man theoretisch nachlesen. Wenn das gewünscht ist, können wir das auf jeden Fall machen. So, passend zu diesem Stil, kennen Sie vielleicht auch noch, gibt es von uns auch noch Bügelmotive. Wir haben nicht allzu viele mehr, aber ich habe gedacht, die werden ausverkauft, aber der Sam meinte, oh, da haben wir noch welche. Habe ich gesagt, komm, machen wir gerade ein Kissen damit und tun das unten hin, weil die passen natürlich perfekt. Wer Lust hat, sich so etwas zu machen und sucht noch ein bisschen nach ein paar passenden Sachen, diese Bügelmotive gibt es auch noch bei uns im Shop. Da kann man noch ein bisschen was machen. So, und jetzt gehen wir mal zu Silvester. Denn müssen wir einmal zu Silvester und dann fangen wir an mit den Spiegeln, weil das geht nicht mal eben. Ich habe zwar viel vorbereitet, aber so mal eben ganz schnell geht das auch nicht. Also da müssen wir schon ein bisschen Zeit auch dafür haben. Okay? So, jetzt war Ihr Wunsch noch ein bisschen Silvester, dann haben wir gesagt, okay, dann drucken wir gerade einen Bogen, damit Sie schöne Mittelpunkte haben, haben wir ein bisschen geschaut, mit welchen Sachen das passt, die wir, sag ich jetzt mal, noch so haben. Und dann ist mir noch etwas eingefallen oder aufgefallen, kann man sagen, wie man will. Und das sehen Sie jetzt gleich. So, jetzt geht der Sam da drauf. Oder? Da. Ja.
Also vielleicht, also viele von Ihnen, die bestimmt in Social Media unterwegs sind, haben das bestimmt gesehen. Da gibt es eine Dame, die macht so Zylinder. Und zwar macht die das auch mit DAS. Sie macht es ein bisschen anders, ein bisschen so, ja, sage ich jetzt mal wie Harry Potter. Ich habe gedacht, okay, jetzt machen wir die Zylinder einfach mal für uns. Und zwar für Silvester. So, sie macht das mit dem Kern mit Silberfolie. Ich habe das nicht mit Silberfolie gemacht, weil mir war das, ich fand es zu schwer. Ich werde gleich so einen Zylinder noch machen, damit Sie sehen, wie das geht. Ich habe das mit unseren kleinen Kegeln gemacht, Styroporkegeln, und dann ist das relativ einfach und mit DAS gemacht. So. Diese süßen Schweinchen, die gibt es noch in einer Mold. Das ist eine ältere Mold von Prima. Die haben wir da gibt es nicht viele mehr von, aber da sind sie. Die ist auch sehr günstig, die Mold, also wer Lust hat, unbedingt kaufen. Und das, finde ich, sieht einfach total süß aus. Das heißt, die sind angemalt, wer jetzt fragt, geht mal ganz ein bisschen näher drauf, damit man das vielleicht ein bisschen besser zeigt. Ja genau, das linke Schweinchen, das kann man so richtig gut sehen. So, die sind angemalt mit beige, dieses beige matte Farbe. Dann die haben ja so wie so ein Fell ist diese Zeichnung, bleibt mal stehen so, genau. Und wenn man das ein bisschen flüssiger macht, die Farbe, dann bleibt die automatisch ein bisschen mehr in diesen Vertiefungen. Dann habe ich das angetrocknet und habe dieses Antique Rose genommen, also von die Chalky Deco Farbe, und damit habe ich nur die Schnauze, die Ohren von innen und die Hufe gemacht. So. Dann habe ich das Ganze trocknen lassen und bin mit dem Blending Tool, und wo ich normalerweise mein Papier braun mache, also mit dem Blending Tool und diesem Brush Corduroy, das ist ja diese flüssige Stempelfarbe, einfach mal so ein bisschen außenrum, sehen Sie, das ist ein bisschen brauner, ein bisschen da, wo mehr das Fell zu sehen ist, minimal drüber, und ganz zum Schluss nur gerade die 2 schwarzen Punkte Augen und die 2 schwarzen Punkte Nase. Also das geht ganz schnell und finde ich, hat einen ganz tollen Effekt. Und das Band, was wir jetzt da oben auch haben, das passt super dazu. Einfach ein Schleifchen draufkleben, meinetwegen noch Happy New Year oder so etwas drauf. Und man hat eine ganz tolle, schnelle Tischdeko gemacht. Nur mal so als Tipp, wer oder so etwas haben möchte, oder zum Beispiel einen Schaschlikspieß in ein Gefäß mit einer Blume drin oder sonst etwas. Also da kann man viel machen und unterschiedlich, ob jetzt hier wie das Schwein, was von vorne guckt mit der Schleife, oder ich fand es auch total süß, wenn man weiter höher geht, da habe ich dem Schwein einfach mal so ein Blümchen in den Mund getan, gell? Dass es einfach so ein Blümchen mal im Mund hat. Man kann natürlich auch aus kleinen, sag ich jetzt mal, Herzformen, kann man natürlich auch ein 4-blättriges Kleeblatt machen. Okay, so. Eine ganz andere Frage mal. Was ist Keramikpapier und was kann ich damit machen? Keramikpapier ist ein Stempelpapier, ein spezielles Stempelpapier. Und dieses Keramikpapier hat bestimmte Vorteile, wenn man es mit Tinte einfärbt. Das würde jetzt zu weit gehen, das alles zu erklären. Da haben wir aber ausführliche Videos auf YouTube, wo wir noch stempeln, wo wir die ganzen Vorteile von dem Keramikpapier zeigen. So. Also ganz kurz dazwischen, eine Dame meinte, dieses Band wäre weg, die ist noch im Shop. Nein, das kann normal nicht sein, oder? Also die ist noch im Shop. Ja, ja, also das Band ist noch im Shop. Gell? Wenn du vielleicht, kann es hier, Moment. Das hat die... Wenn man auf What's New geht, steht er auf der ersten Stelle. Okay, also, dann brauche ich, glaube ich, die Artikelnummer nicht sagen. Also einmal auf What's New gehen und dann ist es auf der ersten Stelle. So, hier ist dieser Silvesterbogen, und ich habe das mit Goldkarton hinterlegt, und was natürlich riesig zu diesem Silvesterbogen passt, sind die gelaserten Elemente, Anlässe. Wurde heute auch schon unendlich viel gekauft, also Sie haben es gemerkt, dass es daher kommt.
weil in diesen, das sind ja 220 genau da, verschiedene gelaserte Elemente, da sind passende Blumen drin, da sind die Champagnerflaschen drin, da sind die Sektgläser drin, das kann man natürlich super miteinander kombinieren, ob jetzt mit Dackel, ob mit Katze oder mit Schweinchen. So. Passt natürlich auch, ich habe einfach Papiere genommen, die wir schon haben. Also das ist grundsätzlich auch mal so ein Tipp, wenn man jetzt was Spezielles braucht und hat jetzt zum Beispiel noch irgendwelche gelaserten Elemente. Man kann immer auch solche Papiere nehmen, einfach bei uns ein bisschen durchgucken. Wir haben so viele verschiedene Papiere, die dann immer toll zusammenpassen, wie man das ja jetzt hier auch sieht, dass das fantastisch miteinander kombinierbar ist. Ja, genau, du hast das Papier und diese, ich weiß nicht, wie man diese Teile da nennen soll, diese, wie sagt man, mit diesen runden Silvester. Ja, Sternchen, frag mich nicht, wie man sie nennen will. Die, finde ich, ist auch so eine typische Silvester-Deko. So, was Sie natürlich auch schon direkt mitbekommen haben, weil das heute auch schon ohne Ende gelaufen ist, da gehen wir auch gleich nochmal drauf. Ich habe noch einen Sektkübel aufgebaut und den Sektkübel habe ich genauso gemacht, aber wenn man zum Beispiel eingeladen ist, bringt man ja auch gerne Sekt oder so etwas mit und da passen natürlich gerade für diese so eine Dekoration oder sowas, passt natürlich diese Netztüten, die kommen jetzt gleich nochmal, auch super dazu. Die gibt es ja auch in allen möglichen Variationen. Da hatte ich mir auch schon mal überlegt, man könnte natürlich auch mit unseren Flaschenlichtern, könnte man natürlich einfach nur dieses Netzsack über eine leere Sektflasche tun, ein Flaschenlicht oben rein. Wäre auch eine tolle Dekoration, die man so dazwischen tun kann. Einfach nur als Idee, was man so machen kann. Hier sieht man, dass die halt sich überall anpassen und wir haben unterschiedlich Frohes Neues Jahr beziehungsweise Happy New Year auf dem Bogen. Und alle sehen süß aus. Genau, ja, die passten auch gerade dazu, deswegen habe ich da hingetan. Aber jetzt gehen wir noch mal runter, weil das finde ich, gerade diese klaren Kugeln mit der Lichterkette in so einen Silberkübel, das sieht doch der Wahnsinn aus, oder? Da kann man doch so, und könnte man sogar noch eine Flasche mit da rein tun, gell? Aber da könnte man wirklich tolle, schöne Dekorationen kann man da machen. Hier haben wir noch da haben wir nicht mehr viele von diesen kleinen Champagnerflaschen mit in so eine Sektschale. Also da kann man schon schöne Tischdekorationen machen. Und das sind diese Netzsäckchen, die ich meine. Die kann man ja eigentlich überall drüber tun. Über ein simples Konservenglas und ein Teelicht rein hat man für Silvester auch immer eine schöne passende Deko. Und man darf nicht vergessen, bei jeder Bestellung gibt es einen 10% Gutschein. Okay, jetzt ja. Bis wann? Mittwoch. Also bis Mittwoch gilt bei jedem, also diesen 10% Gutschein. Wir haben noch ein paar Sachen im Ausverkauf, allerdings hatten wir da nur unsere Reste drin und du sagst, da ist schon viel weg, glaube ich, gell? Ja, gut, da ist jetzt nicht mehr so viel, aber der 10% Gutschein gilt ja für die komplette Ware, also wer jetzt auch schon anfangen will, so Basisware oder Frühjahrsware oder gerade für Silvester zu holen, da gilt der ja komplett für. So, jetzt würde ich aber sagen, fangen wir mal an mit dem Spiegel, oder? Und gehen vom Spiegel über dann zum Zylinder. Okay? Ja. Ist das so in Ordnung? Dann tue ich mir nämlich gerade mal meine gemachten, kaputt gegangenen Kleeblätter hier zur Seite. Und hat der Gutschein einen Namen? Wie heißt der Gutschein? Sabine. Ach. Na. Es steht auf die erste, du musst das sagen. Ich habe keine Also, wenn Sie 25 groß geschrieben. Ja. Wenn Sie also auf die Seite gehen, dann gibt es ja immer diese rechteckigen Livestream, so und so, Weihnachten, Ausverkauf, bla bla bla. Wunderbar, jetzt geh noch ein bisschen näher und du siehst alles in meinem Bild. So, das ist voll drin. Ja, danke schön. So, und da ist, ich glaube, auf der rechten Seite, wenn ich mich richtig erinnere, auf der rechten Seite steht dann 10% Gutschein, Code und dahinter, ja, zeig mir all meine Falten, Code Xmas 25 und Xmas groß geschrieben, ohne Lücke, direkt 25 und dann können Sie den Code eingeben und bekommen 10%. So, also,
Jetzt fangen wir mal an zu zeigen. So. Noch eine kurze Frage zum Hintergrundpapier Wien. Kommt es nochmal in den Shop? Also das Hintergrundpapier, die Streifen, gibt es nicht mehr. Das ist absolut ausverkauft, da gibt es jetzt nicht mehr. Das Braune gibt es noch und da sind alle Mengen drin. So, das ist jetzt das Brett. Ich habe jetzt, hier habe ich es ein bisschen anders gemacht, da ist es auch ein bisschen gelb da oben. Da habe ich das Brett erst schwarz angemalt, weil Sie sehen, die Risse sind nicht so groß wie da hinten, hier sind die Risse etwas kleiner. Das heißt, ich habe das erst schwarz angemalt, habe dann die Grundierung gemacht, habe daraufhin dann die Craquelpaste drauf. So, nicht zu dick, deswegen nicht zu große Risse. Das Ganze trocknen lassen und wir machen das jetzt erstmal ganz rasch. Bevor wir mit dem Spiegel gehen, malen wir das gerade an, dass das schon mal die Möglichkeit hat zu trocknen, dass das jetzt so leicht grau wird. Diejenigen, die jetzt schon öfters zugucken, wissen, wie ich das mache. Das heißt, das ist jetzt wieder die sogenannte Wandlasur, die haben wir in Grau. Das ist relativ einfach. Wir machen es flüssig. Ich gehe jetzt hier so drüber, Sie sehen das hier schon, und werde hier aber noch mit ganz gut Wasser drüber gehen, damit ich das Ganze etwas verflüssige. Da dieser Spiegel ja nachher hier, sage ich jetzt mal, hier so drauf ist, muss ich nicht das ganze Brett machen, sondern ich kann wirklich hier nur gerade den Rand machen. Und ich sprühe immer Wasser, damit ich das Ganze hier ziemlich flüssig hier drauf bekomme, damit dieses Grau noch stärker auch in diese Risse geht. Das wird nachher auch noch ein bisschen runterlaufen, wenn ich das jetzt wieder hinstelle zum Trocknen, wenn wir den Spiegel machen. Aber ich wollte das jetzt rasch als allererstes machen, damit wir diese Basis haben, um dann nachher den Spiegel auch da drauf zu montieren. Man kann jetzt hier natürlich ein paar Sachen machen, das heißt mit mehreren Farben arbeiten. Ich könnte hier auch noch mit Walnusslasur arbeiten, aber ich will es jetzt relativ simpel in dem Grau lassen, mache aber auch immer wieder, sehen Sie, damit das nicht deckend ist, ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche mal ein bisschen weiter, weil das ist schon ziemlich groß. Sam hat direkt mit mir geschimpft, wo ich gesagt habe, ich mache einen, zwar nicht ganz großen Spiegel, aber auch nicht so einen ganz winzigen Spiegel, damit man auch ein bisschen was zeigen kann. Da meint er, warum so einen großen Spiegel? Das macht doch keiner. Ich denke doch, dass sie das machen. Und dann sieht man auch direkt, wie es geht, nicht nur in ganz klein. So. Sie müssen das bitte gut durchtrocknen lassen, dieses Craquel, bevor Sie, sage ich jetzt mal, alles andere drauf machen. Wir werden das jetzt nachher zwar hier drauf montieren, aber das wird, wenn das Ganze nicht trocken ist richtig, wird das nicht anständig halten. Das heißt, wenn Sie das zu Hause machen, bitte darauf achten, dass das auch wirklich gut durchgetrocknet ist. Also geben Sie dem Ganzen ruhig einen Tag, machen es nicht direkt so, wie wir jetzt in einem durch weiter. So. So. Wenn Sie mehrere Farben nehmen, können Sie natürlich einfach durch dieses mit dem Wasser drauf sprühen, können Sie diese Farben auch miteinander mischen. Wenn man jetzt zum Beispiel, das können wir auch gleich mal gerade machen, ich müsste das eigentlich hier irgendwo haben, ein bisschen von der Lasur. So, ich glaube, das reicht. Mehr ist, glaube ich, nicht zu sehen. Eine Frage, ja. Was für ein Craquel-Medium ist das? Das ist das Wandcraquel, also die Craquelpaste für die Wand. Das ist nicht dieses normale, sondern also Wall Crackle Paste heißt die. Wie haben wir die genannt? Craquelputz, Wandputz, Craquel, gell? Oder? So, wenn ich jetzt, das ist jetzt die flüssige Lasur, die ich auch, nee, falsch, so in die Richtung, die ich auch benutze nachher für den Spiegel. Also da kann ich jetzt hier auch ruhig so ein paar Tropfen drauf tun und dann habe ich hier noch so immer so ein leicht braun. Das wird sich gleich alles verlaufen, weil hier ist ja sehr viel Flüssigkeit drauf und ich kann das jetzt gleich mal gerade zeigen, indem ich es einfach mal so hochhebe.
ich das jetzt hier hochhebe, jetzt musst du von vorne kommen, dann wird man relativ schnell sehen, wie das sofort anfängt zu laufen. Das läuft runter und dann bleibt das so wie hier in diesen Ecken hängen und dann hat man einen sehr schönen Effekt. Wenn man das ein bisschen kontrollieren will, dann macht man es so, dass man einfach mit einem, habe ich jetzt nicht da, aber nehme ich jetzt mal das hier, mit einem, sage ich jetzt mal, Küchentuch wisch und weg, gehe ich jetzt hier leicht drüber. Jetzt mache ich das natürlich ein bisschen ordentlicher jetzt dadurch, aber es wird immer noch laufen, es ist immer noch flüssig genug. Wenn ich es jetzt hinstelle, so, haben wir es ganz leicht, fast alles weggenommen und jetzt haben wir einen ganz leichten Grauschimmer und gleich wird es aber trotzdem noch was laufen. Eine Frage. Jetzt stelle ich es hin und tue es nach hinten weg und dann wird es runter, dann haben wir einen schönen grauen Hintergrund, den wir haben wollen für unseren Spiegel. Ja, ich höre. Wie viel Paste hat man für dieses Brett gebraucht? Also diese Pasten sind ja in diesen großen Töpfen. Ich habe jetzt hier nur das normale, nicht das Krakell. Und da brauchen Sie noch nicht mal ein Drittel ungefähr. Jetzt bist du wieder von da, okay. Da brauchen Sie... Betty, was machst du mit mir? So, da muss immer gucken, wie ich da hinkomme. Jetzt dreh dich schon wieder um hier. So, also das heißt aber nicht Strukturpflaster, das ist das, was nicht krakeliert, aber es geht um die großen Töpfe und da brauchen Sie vielleicht ein Drittel davon, mehr brauchen Sie nicht. Also da braucht man nicht so viel von. So, jetzt gehen wir aber an den Spiegel, jetzt gehen wir ans Eingemachte mal. So. Und wichtig ist grundsätzlich, dass Sie den Spiegel sauber machen. So, das ist jetzt der Spiegel und der Spiegel muss sauber sein. Und bitte machen Sie ihn nicht mit sogenannten Glasreihen oder so etwas sauber, weil manche diese Glasreihen haben so einen, wie sagt man, Lotus-Effekt-Teil da drauf. Das heißt, dass die Farbe abperlt, das Wasser abperlt. Und wenn das Wasser abperlt, dann hält auch die Farbe nicht drauf. Also wichtig ist, dass Sie es sauber machen mit Wasser und meinetwegen zum Küchentuch richtig trocken machen. Also das ist das Wichtigste. So, jetzt Frage, wie viel Mirror Mist brauche ich für diese Größe von Spiegel? Also das werden wir gleich sehen. Also ich habe mich bei dem Spiegelmachen habe ich mich teilweise gewundert, weil ich teilweise wenig gebraucht habe und manchmal habe ich viel gebraucht. Und deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, ein Fläschchen, eine Flasche. Werden wir aber gleich sehen. So, jetzt machen wir das mit diesen Transfers. Nur diesmal werde ich das nicht weiß hinterlegen. So, jetzt muss ich ganz kurz, weil ich habe es gerade hier gelesen, sonst vergesse ich es nachher. Wir haben ja immer eine Verlosung und bei der letzten Verlosung hat sich Engel 707 noch nicht bei uns gemeldet mit der Adresse. Bitte, wenn Sie Interesse an dem Preis vom letzten Mal haben, bitte Engel 707 melden und uns die Adresse geben, damit wir Ihnen das Geschenk schicken können. Eine Frage, ja. Ist das eine ganz normale Glasscheibe? Das ist eine ganz normale Glasscheibe von einem Wechselrahmen. Da ist nichts dran, dünne, normale Glasscheibe. So, da ich ja das Ganze von hinten klebe, mache ich die Schrift weg, weil die Schrift wäre ja spiegelverkehrt. Die kann man, wenn man will, zum Beispiel auch auf dem Rahmen dann später benutzen. Da sieht das dann auch ganz toll aus. Oder wenn man noch passende Dosen oder sowas davor macht. So, was wir jetzt machen, wir platzieren jetzt das Ganze und überlegen uns mal, wo setzen wir an? Setzen wir unten an oder oben? Ich würde sagen, ich setze unten an. So, ich muss irgendwo immer so einen Anhaltspunkt haben. Jetzt habe ich hier unten angesetzt, weil das hier so passend war. Und jetzt so einfach mal zu gucken, von beiden Seiten, gell, ist von beiden Seiten schwarz, hat diesen riesen Vorteil. Und jetzt rubbeln wir die gerade mal drauf. Die sind eine Spitzenqualität. Hier ist jetzt nicht großartig viel Probleme, das drauf zu rubbeln. Das geht eigentlich relativ schnell und zügig.
Eine Frage. Ja. Braucht man die Grundierung auch vor dem Krakelieren? Moment, nochmal? Braucht es die Grundierung? Ja, sonst krakeliert es nicht. Also es krakeliert schon, fällt Ihnen aber vom Rahmen runter, also von der Unterlage runter. Sie brauchen die Grundierung, damit das nicht nur krakeliert, sondern auch dieses Krakelierte auf Ihrer Unterlage bleibt. Das gilt für alle diese Krakelierpasten. Gibt es dieses Transfer auch im Shop? Ja, das gibt's. Das müsste ebenfalls in dem Ordner sein. Das heißt Vintage, irgendwie Transfer Vintage. Hast du das zufällig, Benny? Ja, genau, da ist das. So. Und jetzt, wenn man jetzt guckt, jetzt habe ich das so, jetzt drehe ich das andere Seite. Das ist jetzt die Seite, die man sehen würde. Jetzt ist das hier so leicht milchig. Und jetzt kann man, wenn man will, das weiß anmalen, so wie ich es gemacht habe. Aber ich finde das eigentlich sehr schön. Ich würde das theoretisch jetzt heute mal so lassen. Und zwar jetzt machen wir mal einen sauberen Spiegel und keinen so einen dreckigen. Wir machen zwar hier an der Seite so ein bisschen auf alt, aber wir werden jetzt hier nicht so viel machen, wie jetzt ich bei all den anderen gemacht habe. So. Was man jetzt noch ein bisschen machen kann, wenn man sagt, ich will hier oben, da ist mir jetzt zu viel Platz, hier unten ist gut, aber hier möchte ich noch was hinhaben, da kann man sich natürlich überlegen, ob man noch irgendetwas hier aus diesem Bogen nimmt, was man da drauf tut. Ich bin gerade am Überlegen, ob man vielleicht, ich schneide das mal, guck mir das mal an, ob man das irgendwie passend dahin kriegt. Man kann diese Sachen ja alle sich ein bisschen zurechtschneiden, wie man das will, ob man hier, wie weit man da kommt, muss ich mal schauen. Ja, ich würde das sogar, ich glaube, das braucht man noch nicht mal ein bisschen zurechtschneiden. Ein bisschen, ich nehme hier so ein bisschen was weg und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Das müsste eigentlich gut aussehen. Und dann mache ich noch dass ich das noch ein bisschen hier oben, ja, das finde ich, sieht gut aus, dass man da noch etwas da drauf hat, dass das nicht so ein bisschen so verloren da drauf aussieht. So. Wenn das jetzt natürlich nicht weiß unterlegt wird, ist da an diesen Stellen, wo ich das eben gezeigt habe, wo es milchig ist natürlich der Spiegel dann auch milchig. Gell? Aber ich glaube, das wird trotzdem toll aussehen. Weil es sieht, ich finde jetzt, ich kann es jetzt noch mal gerade hochhalten, kann man jetzt mal von vorne gerade, genau, kann man jetzt ziemlich gut sehen, wo es so ein bisschen milchig ist, da ist klar, da ist milchig und dementsprechend wird der Spiegel dann auch aussehen. Aber auch das hier oben, finde ich, sieht toll aus, sieht aus, als wäre das so, als gehöre das so. So. Was wir aber jetzt machen, schon so ein bisschen auf alt, ist diese Ränder hier, dieses Außenrum. Und dieses bisschen auf alt macht man immer mit diesem flüssigen Lasur, egal welche Farbe. Wir nehmen halt immer dieses Walnuss, gehen dann hier ein bisschen, so, man kann das jetzt mit dem Schwämmchen machen, man kann das mit dem Pinsel machen und man kann das Ganze dann auch so ein bisschen antrocknen lassen, damit man so einen Rand hat. Ich mache jetzt ein bisschen erstmal so, das verläuft sich gleich ein bisschen. Geht einfach, dass wir erstmal so ein bisschen nicht so sauberen Rand haben müssen. Sehr schön ist das immer, wenn dann so ein Farbrand entsteht. Eine Frage? Ja. Könnte man auch Reispapier kleben? Natürlich. Wir haben einen ganz tollen Spiegel, einen ganz alten, den ich komplett mit Reispapier gemacht habe. Ob Sie das Reispapier jetzt in die Mitte setzen oder ob Sie das Reispapier an die Seite machen, sieht immer toll aus. Dekoupagepapier sieht auch toll aus. Ich föhne das jetzt ein bisschen an,
weil ich diesen Rand hier haben möchte. Sie kennen doch so diese Farbränder. Das heißt, dann ist die Farbe am Rand getrocknet und den Rest kann man mit dem Tuch wegnehmen und man hat so einen Farbrand. Und der entsteht, wenn ich das jetzt hier föhne und kann dann gleich den Rest der Farbe runternehmen, dann habe ich so einen Farbrand. Und überall anders nehme ich das runter, dann habe ich dann wieder halt die Farbe weg. Wenn man jetzt hier drauf guckt, wenn ich das jetzt hier wegnehme, dann habe ich diesen Rand hier. Deswegen, ich muss erstmal ein bisschen trocknen, damit ich diesen tollen Rand kriege. Hier sieht man das jetzt gut. Ja, damit ich diesen dreckigen Rand kriege und dann kann ich den Rest auch schon einfach mit dem Tuch wegnehmen. Das sollte auch wirklich trocken sein, also das heißt, alles, was Sie nicht haben wollen, müssen Sie wegnehmen, weil sonst nützt es nichts, wenn Sie das Silber drauf sprühen. Ist ja klar, Sie sprühen ja dann mehr oder weniger in Wasser. So. Ja, das ist das, was ich ganz toll finde, wenn man solche Farbränder kriegt, gell? Weil das ist so dieses Typische, wo es dann richtig gut auf alt aussieht. Das dauert jetzt ein bisschen, aber das müssen wir diese Zeit müssen wir uns gerade nehmen, das müssen wir gerade machen. So, kann mir mal einer eine Zeit sagen? 20 Uhr. Ja, da kommen wir gut klar, weil ich unbedingt Ihnen noch diesen Zylinder zeigen will. Weil wir ja auch nächstes Jahr Steampunk haben, dann können Sie jetzt an Silvester schon mal Zylinder machen üben. Dann brauchen wir sie in Steampunk spätestens, werden wir sie in allen Variationen brauchen. So. Ja. So, hier ist er jetzt richtig schön dreckig, der Spiegel. Ja? Hier ist noch viel zu viel Farbe, da müssen wir noch ein bisschen trocknen und hier auch. Ja, am schönsten sind immer, wenn man diese Farbränder bekommt. Wenn man das hinkriegt, wenn man schön viel Zeit hat, dann sieht das immer am tollsten aus. Wird es bei Steampunk auch Moldformen geben? Sehr wahrscheinlich ja. Ich habe zwar noch keine in Auftrag gegeben, aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass da ein bisschen was kommt. Im Moment sind wir gerade die ganzen Zutaten dafür am Zusammensuchen. Das heißt also, wie wir ja jetzt immer diese ganzen Strass-Sachen haben, gibt es natürlich tolle Steampunk-Sachen, gell? Und dementsprechend, die Sachen sind wir gerade alle am Zusammenholen, damit man auch ein tolles, so kleine Ketten und das Ganze, was man halt da immer braucht. So, damit wir nicht zu lange, so, jetzt mache ich das hier unten weg, damit man das besser sieht. So, machen wir mal gerade. So, jetzt kann man das gut sehen. Das ist dann alles sichtbar nachher, dass man so einen dreckigen Rand hat. So, jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten bei uns. Wir haben einmal dieses Mirror Mist, wo die kleine Sprühflasche dabei ist. Dann haben wir noch eine Mirror Mist, wo ein Sprühkopf dabei ist. Und dann gibt es das Ganze auch noch für Plastik. So. Eine Frage, Ja. Funktioniert das auch mit Papiertransfertechnik? Ja, natürlich, ja, klar. Das können Sie, also dieses Motiv können Sie auch auf Möbel oder auf Papier machen. So, ich ziehe jetzt mir gerade ein paar Handschuhe an, weil dieses Silber wirklich so schön unter die Fingernägel und unter die Nagelhaut geht, dass man also lange braucht, um das wieder wegzukriegen. Immer schütteln, wenn es in der Flasche ist, weil das ist die sicherste Art und Weise. Wenn Sie hier zum Beispiel bei dem Sprühkopf nicht richtig zugemacht haben, dann läuft das raus. Immer richtig, Sie hören das, da sind so kleine Metallperlchen drin, immer schütteln, wenn das hier drin ist. So, ich habe jetzt hier noch in einer größeren Flasche, da ist noch ein bisschen was drin. Ich fange damit an, Sie sehen, da ist nicht viel drin. Na, kannst du mal von vorne? Genau. Genau da. So,
Da ist also so viel drin, das ist, sage ich jetzt mal, so eine halbe Flasche von hier, würde ich sagen, ist das drin. So dass man, weil wir gefragt haben, wie viel wir verbrauchen. Fangen wir damit mal an. Ich stelle das jetzt auf und fange an zu sprühen. Ich stelle einfach auf, weil das von der Flasche her besser ist, zu sprühen, wenn ich nicht am Boden sprühen muss. So, und jetzt sprühe ich, Sie sehen, das läuft. Ich kann es auch so machen, sieht man vielleicht noch ein bisschen besser. Okay, das fängt jetzt an zu laufen, aber das ist nicht schlimm. So, das ist jetzt auch keine sehr dicke Schicht, aber man kann unten schon sehr schön sehen, das spiegelt jetzt schon ziemlich gut. So, es geht Ihnen ein bisschen die Luft weg. Also wenn Sie das machen, bitte unbedingt Fenster auf. Gell? Ja, jetzt kann man es gut sehen. Gell? Jetzt kann man es ziemlich sehen. Jetzt kann ich gleich mal zu euch rübergehen mit meinem Spiegel. Dann seht ihr, dann sehen die Kunden mal, was hier noch alles ist in dem Da-Da-Da. Gell? So, ich mache das jetzt nicht zu dick. Also man sieht jetzt, ich habe immer noch was in der Flasche drin und habe schon eigentlich ist dieser Spiegel schon fast dicht. So, ich gehe jetzt aber trotzdem noch mal gut hier drüber, weil ich möchte den ja jetzt auch kaputt machen. Und das Kaputtmachen ist grundsätzlich am schönsten, wenn man vorher natürlich auch genügend drauf hat. Gell? So, jetzt einmal kurz antrocknen. Sehen Sie, wenn ich das jetzt trockne, wird das hier, sehen Sie in der Mitte, geht dieses Matte und diese Tropfen gehen jetzt gleich alle weg. Ja, da ist noch ein Tropfen, da, jetzt gleich verschwindet er. Und hier auch. Hier oben sind noch welche. Diese Tropfen sind immer da, wo es halt nass ist. Gell? So. Und das ist jetzt mehr oder weniger, wenn man das jetzt so sehen kann, auch die beiden Tropfen da oben, die man noch sieht, die werden auch verschwinden, sobald das trocken ist. So, wenn man jetzt so guckt, ist das eigentlich schon, ich versuche jetzt hier mal alles so zu zeigen, ist das eigentlich schon deckend genug. Gell? Das heißt, wenn man jetzt trocknen würde, könnte man jetzt schon schwarz dahinter malen und hätte jetzt einen, sage ich jetzt mal, jetzt gehen wir mal da, wo kann ich denn, jetzt sehen Sie mal da, wo ist der, da ist der Benny, genau. Und Sabine sehe ich jetzt nicht, mich sehe ich jetzt wieder, gell? Egal. Auf jeden Fall, man kann hier jetzt relativ alles sehen, was man möchte. So, wenn man das Ganze jetzt auf alt machen möchte, also auf kaputt machen, dann kommt, jetzt lege ich es wieder hin, jetzt bitte wieder von oben, dann kommt jetzt dieses Essigsäure, die kommt jetzt ins Spiel. Das ist diese Essigessenz. Jetzt kommt der Sam. Bitte, Herr Mann. Okay, weil immer wieder gefragt wird. Bitte von vorne. Benny. Dankeschön. Also, Gutschein Xmas 25. Kann ich mir hier hinkleben. Da, so, da. Okay? Xmas 25. So. Jetzt. Ich tue das umfüllen. Am besten hier rein. Tun Sie sich unbedingt draufschreiben, wo das drin ist. Da geht es jetzt gerade mal gar nicht. Ich brauche eine andere. In dieses kleine Löchlein bekomme ich das jetzt nicht rein. Ah, hier habe ich doch ein altes Ding. Ja, hier war es drin. So, das reicht auch. Da brauchen Sie ganz, ganz wenig. Gell? So. Und jetzt möchte ich den hier in der Mitte nicht kaputt machen, sondern ich möchte ihn eigentlich nur hier an den Seiten kaputt machen. Das heißt, ich sprühe jetzt, hier sehen Sie so diese Tropfen dahin. So, das löst jetzt den Spiegel auf. Aber es löst ihn halt so schön auf, dass das so Tropfen werden, also so kaputte Tropfen, nicht weggewischt, sondern wirklich nur so Tropfen. Und das ist genau das, was wir haben wollen, um diesen Effekt des alten
Spiegels zu haben. Jetzt bin ich etwas aufgeschmissen ohne Zewa. Jetzt mal gucken, ob ich das hier mit hinkriege. Nochmal, am besten ist jetzt so ein Zewa-Wischen wegzunehmen. Eine Frage, wird es die Schweinchenmold nochmal geben? Ist die aus? Schon? Nee. Jetzt muss ich aufpassen. Nein, die wird es nicht mehr geben. Ein bisschen aufpassen hier. Da kann man sehen, gell? Wenn jetzt das Weiß, jetzt bin ich schon zu schnell. Wenn jetzt dieses Weiß unten drunter hervorkommt, hier, gell? Dann habe ich diesen aufgelösten Spiegel weggenommen. Und das mache ich jetzt hier komplett an dem Rand. So, das habe ich jetzt, ist ein bisschen schwierig jetzt zu zeigen, ob man das so rum sieht. Mal von vorne bitte. So, und jetzt kann man hier, wo das Loch ist, vielleicht soll ich mal orange dahinter tun. Gell? Hier kann man jetzt die Löcher sehr gut sehen. Da habe ich jetzt den Spiegel, der eben ja war, habe ich diesen Spiegel komplett kaputt gemacht. Das heißt, ich kann den jetzt so kaputt lassen und dann ist der aber auch hier nicht mehr so, da sieht man es jetzt wieder, da würde man dann die Löcher, sehen Sie mal einen schwarzen Handschuh dadurch, würde man jetzt zum Beispiel die Löcher sehen in schwarz oder je nachdem, welche Farbe Sie dahinter setzen. Ich kann aber sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ich sprühe da nochmal drüber und ich werde jetzt hier mittig nochmal ein bisschen drüber sprühen, weil ich es da wirklich wie ein Spiegel haben will, also nicht kaputt. So, jetzt nehme ich diese neue Flasche, die ich da habe, aber die werden wir nicht komplett brauchen. Also deswegen, Sie sehen, dass Sie mit einer Größe, mit diesen 20 Milliliter kommen Sie auf, der Spiegel ist 40 mal 60, kriegen Sie diesen Spiegel locker gemacht. So, jetzt nehme ich das nochmal hoch, weil es einfach einfacher zu sprühen ist. Und sprühe jetzt noch, dass ich richtig sauber das hier in der Mitte habe. Da will ich jetzt nichts Kaputtes, Altes haben. Und hier mache ich diese Löcher ein bisschen weg. Man wird sie trotzdem noch sehen. Also, so, okay, so, Ende. So, jetzt lassen wir das trocknen. Und jetzt nochmal zum Gucken. Gucken Sie mal, ich habe so gut wie nichts, bitte von vorne. Ich habe so gut wie nichts gebraucht, gell, für dieses paar Mal. Oh. Jetzt einmal föhnen, dass es wirklich gut trocken ist. Und dann mache ich meistens, Sie können jetzt sagen, okay, ich will gar kein so Türkisgrün oder sowas, Patinagrün dahinter haben. Ich möchte direkt schwarz nur haben, könnten Sie jetzt auch machen. Aber ich gehe jetzt hier überall, da wo diese Löcher sind, ein bisschen mit Grün auch drüber. Wir haben auch schon mal einen Spiegel gemacht und sind mit Deluxe-Paste Trüffel dahinter gegangen, was so einen braun-gold-Glitter-Effekt hatte. Kann man auch machen, gell? Also da können Sie machen, was Sie möchten, je nachdem, wie alt Sie etwas haben möchten. Sam, meinst du könntest die Tür zumachen, damit sie nicht so kalt hier reinkommt? So, ich nehme jetzt hier, aber nur weil ich es gerade da habe, Olivenbaumgrün. Ach, wegen dem Geruch? Ja. Ja, okay, dann lass. Ich kann die Heizung anmachen. So, und damit ich kein Pinsel, sag ich jetzt mal, damit man hier keinen Pinselstrich sieht, werde ich das auch mit einem Schwamm aufbringen. Das heißt, ich nehme jetzt diese Farbe hier raus, tue mir die hier hin und gehe jetzt mit dem Schwämmchen. Das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt bin ich sehr, sehr perfekt. Also jetzt machen wir das ganz perfekt, weil ich will verhindern, dass vielleicht irgendwo ein Pinselstrich sichtbar wird. Und jetzt, wenn Sie das so machen, haben Sie natürlich auch so unterschiedlich dieses Grün dann zu sehen. Das ist jetzt nicht so deckend und es sieht auch nicht aus wie aufgemalt. Und wenn Sie das mit diesen gelben Schwämmchen machen würden, dann würde man die Rundung vom gelben Schwamm sehen. Deswegen halt einfach so einen Schwamm genommen und dann das jetzt hier
so aufgebracht. Jetzt kann man sich überlegen, aber ich glaube, in der Mitte ist alles deckend. Ob vielleicht irgendwo, dann ich mache es jetzt einfach mal, kann aber sein, dass man es nicht sieht, falls irgendwo es nicht so ganz deckend ist, dass wir auch hier nochmal vielleicht später ein bisschen das Grün so zu sehen haben. So. Ist das Kreidefarbe? Das ist diese, diese Deco Paint Chalky, aber da können Sie jetzt die matte Patina Grün nehmen, Sie können die Antiquing Paint Patina Grün nehmen, Sie können also da ist es egal, das ist einfach den Effekt, den Sie haben wollen. So, jetzt tue ich das hier hin und Sam, jetzt müsstest du mir einen Gefallen tun. Könntest du das jetzt so irgendwie, dass das trocknet, dann würde ich in der Zeit den Zylinder machen. Ja? Eine Frage, würde das auch mit Vor dem... das Dinge tun, wenn das geht? Ist das machbar? So, ja? Hast du es schon gezeigt? Ja, aber man sieht ja jetzt noch nicht viel. Nein, nicht viel. Nee, jetzt kannst du nicht viel sehen. Ja, bitte die Frage. Würde das auch mit dem Transfermotivset Blau und Creme Flowers gehen? Nein, weil die sind von der Rückseite weiß. Das waren ja die man extra auf dunkle Hintergründe tun konnte. Die sind von der Rückseite weiß, das heißt, die könnte man nicht von hinten draufkleben. Das würde nicht funktionieren. So, jetzt gehen wir mal rasch, machen wir einen Sprung. Ich hole mal gerade die Teile, damit Sie das ein bisschen sehen können. Machen wir gerade mal einen Sprung zu unseren Zylindern. So, das hier ist jetzt, das ist komplett mit DAS gemacht. Ein Zylinder, wo wir dieses Schweinchen drauf gemacht haben. Und das Ganze in klein sieht dann halt so aus. So. Man kann das von innen mit Silberfolie machen, dass man so Silberfolie zusammenkrampelt. Aber mir persönlich ist es unheimlich schwer gefallen, dann das hier alles wirklich so gerade zu machen, weil diese Silberfolie an sich auch nicht gerade ist. Und dieses Problem hatte ich bei beiden Zylindern. Also, was habe ich genommen? Ich habe hier, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich mein Zeug habe. Ah, da. Ich habe hier diese kleinen Styroporkegel genommen. So. Und diese Kegel sind jetzt hier in dieser Größe drin. Aber halt nicht komplett, sondern halt klein. Das heißt, ich habe sie hier ungefähr da abgeschnitten. Und da ist es jetzt auch vollkommen egal. Uns geht es hier um diese gerade Oberfläche und dass man hier eine gerade Oberfläche hat und dass nicht so diese Finger zu sehen sind. So. Egal welche Größe Sie machen, hier diese Riesengröße ist mit diesen Kegeln 25 cm bzw. 30 cm gemacht worden. Bestellung ist unterwegs, leider haben wir keine mehr. Da können Sie natürlich dann 4 draus machen, weil Sie, wie Sie sehen, immer weiter abschneiden und hätten dann immer kleinere Größen an Kegeln. Gell? So, vielleicht haben Sie ja noch zu Hause. So. Was Sie machen müssen, ist, dass Sie das wie bei einem Kuchen, sag ich jetzt mal, glatt rollen, damit Sie das drum kriegen. Das heißt, Sie kneten erstmal ein bisschen, ich versuche das jetzt alles ein bisschen schneller zu machen. So, Sie kneten das ein bisschen und dann brauchen Sie so eine Walze und walzen das Ganze ein bisschen aus. Ja, so, jetzt mache ich das noch ein bisschen so nach da. Wenn das klebt, ist das nicht ganz so schlimm, kriegt man hin. So, und nochmal so nach da. Dann mache ich das immer so, dass ich mein Kegel hier hinhalte und gucke, okay, was brauche ich? Ich brauche diese Länge und hier unten brauche ich diese Länge. Also das ist jetzt wirklich so rucki zucki. Und dann fange ich an, dass ich das hier drum mache. Sie haben natürlich hier wieder den Vorteil, Sie schneiden, wenn es überlappt ist, beides durch. Dann haben Sie hier das eine mal weg. Und dann können Sie das Ganze schon hier so aneinander geben. So. Und jetzt fangen Sie an, dass Sie das ein bisschen, sehen Sie ja hier, ein bisschen, ich habe nicht geklebt. Man kann natürlich kleben,
Aber ich habe nicht geklebt, weil das geht auch ohne. Das hier ein bisschen drüber machen und hier unten ein bisschen drunter. Was ich dann gemacht habe, ich habe das hier ein bisschen lang gerollt. Na, Vorführeffekt, gell? So, noch einmal. Warum geht der ausgerechnet jetzt hier nicht? Hätte ich vielleicht doch mal kleben sollen. Nein, es geht auch ohne. So, jetzt tun wir das hier ein bisschen fester machen. Hier müssen wir drüber gehen. Jetzt muss man doch ein bisschen ruhiger arbeiten. So, genau. So. Okay, dann brauchen wir das obrige nochmal. Da machen wir das wieder. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist schon ein bisschen trocken, aber ist nicht so schlimm. Das ist, wenn das Harte ein bisschen länger offen steht, dann ist das ein bisschen trocken. So, jetzt gehe ich hier nochmal hier rum, nicht Harte, das. So. Könnten Sie aber bestimmt auch mit Hati machen. Der Unterschied ist halt, dass dieses das wirklich schön hart wird. Gell? Das heißt, wenn man das jetzt hier so anguckt, das ist ja richtig hart. Bitte mal von der Seite. Ja, das ist ja richtig hart, wenn man sehen Sie, das bricht ja nicht ab. Wenn das jetzt aus Hati gemacht würde, das würde abbrechen. Gell? Und hier ist das richtig schön fest und hart und funktioniert. So, jetzt verschmieren Sie das Ganze hier oben mit dem Unterteil, dass dieser Deckel, das kann man richtig so, kann man auch mit ein bisschen Wasser auf die Finger, geht das noch ein bisschen einfacher. Gell? So, dass Sie dann jetzt diese Unterdings haben, sage ich jetzt mal, den Zylinder an sich. Das hier werde ich jetzt aber trotzdem noch abschneiden. Sie werden gleich sehen, warum. So, dann habe ich jetzt das obere, mein Fingernagel sollte nirgendwo zu sehen sein. So, und dann geht es darum, um diese Krampe, diese Hutkrempe. Das hier habe ich jetzt zum Beispiel mal oval genommen. Bei dem hier kann man auch von oben sehen, das ist rund, das ist wie so ein Teller. Da kann man also immer schauen, wie man das gerne machen möchte. Und da sucht man sich irgendetwas, was jetzt halbwegs diese Größe hat. Noch einmal den ganzen Rest hier rein. So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich schaue mal gerade, welche Dose, das wäre ein bisschen arg groß. Oh, das wäre ein bisschen klein wieder. Wir werden schon was finden. Ach, ich habe noch hier so Ausstechformen. Ja, sowas ist ganz gut. Meistens kann man das aber auch mit einem Dosendeckel machen. Gell? Irgendeinen Dosendeckel, den man findet. So, jetzt tue ich den da drauf. Gell? So. Und jetzt klebt das ja nicht. Du musst bitte von vorne kommen. Ja, genau. Jetzt klebt das Ganze ja nicht. Gell? Und damit ich einen schönen Übergang kriege zu dieser Krempe, mache ich mir hier jetzt nochmal so ein kleines, sage ich jetzt mal, rundes, ja, wie so eine Verbindung. So. Und jetzt gehe ich hier rum und jetzt brauche ich diese schönen Teile hier. Und jetzt kann ich hier das da reinreiben, mehr oder weniger. Und dann habe ich sofort eine Verbindung, kann man das jetzt sehen, gell? Eine Verbindung zwischen meiner Hutkrempe und meinem Zylinder. So, das ist jetzt natürlich eine etwas kleinere, weil das ist ja auch ein ganz kleiner Zylinder, den wir jetzt hier machen. Und wenn ich natürlich diesen großen, da habe ich natürlich dieses große Runde genommen. Eine Frage. Ja. Was kann man machen, wenn das ein wenig trocken ist? Ja, also bei Hati habe ich das schon mal flüssiger gekriegt mit Expresskleber. Bei das habe ich das noch nicht ausprobiert, das weiß ich nicht. Könnte man aber mal ausprobieren.
wenn man Expresskleber bei Harti reintut, dann wird Harti direkt viel weicher und wieder viel flüssiger. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie möchte man diese Krempe haben. Das heißt, man kann das jetzt hier vorne so ein bisschen runter tun, hier an den Seiten ein bisschen hoch. Und Sie brauchen keine Angst haben jetzt, ob das jetzt so, ich zeige Ihnen gleich auch warum, so perfekt gerade oder sonst etwas ist, weil das lässt sich fantastisch schleifen. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache und hier, ich würde ihn jetzt wirklich so machen und würde ihn vorne so hier so runter machen, würde den jetzt so machen und so würde ich ihn zum Trocknen hinlegen. Und der braucht eine lange Zeit, der braucht einen Tag zum Trocknen. Also vorne runter, vorne und hinten runter, Seiten ein bisschen hoch. So würde ich ihn jetzt zum Trocknen hinlegen. Ich habe jetzt mache ich jetzt mal hier drauf, da, so. Ich habe jetzt ein Beispiel hier, der ist jetzt schon trocken, den habe ich gestern gemacht. So, und jetzt kommt nämlich ein Riesenvorteil von von Das, dass man ihn super schleifen kann. Ich hatte eigentlich einen Schleifschwamm mitgebracht. Ist es denn wahr? Wo ist er denn? Da, vor mir liegt er. So, ist es denn wahr? Und zwar kann man jetzt richtig schön hier dran gehen und kann diese Oberfläche super, sehen Sie, super gerade sauber abschleifen. Das heißt, ich schleife jetzt hier das ganz sauber. Man sieht es ja an meinen Fingern, was hier schon weggeht. Ich kann hier diese Seiten sauber schleifen, dass ich eine Ecke habe. Gell? Und deswegen ist es egal, also Sie brauchen sich jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn das jetzt nicht so glatt ist oder so etwas. Sie können das alles komplett hier mit so einem Schleifschwamm ganz sauber und ordentlich hinkriegen. So, jetzt gucken wir allein hier schon, wie schön das jetzt hier schon ist. Gell? Jetzt ist das direkt sauber und ordentlich. Und auch hier, diese Hutkrempe, können Sie toll schleifen, einfach mit einem Schleifschwamm rund machen, wenn es irgendwie diese Rundung nicht so richtig ist, wie Sie haben wollen, oder ovaler, vollkommen egal. Das können Sie alles sich so zurechtschleifen, wie es Ihnen gefällt, bis dieser sage ich jetzt mal, Zylinder diese Form hat und, sage ich jetzt, glatt und sauber ist, so wie Sie es haben möchten. Aber jetzt, glaube ich, kann man das schon relativ gut sehen. Gell? Das sieht direkt ganz anders aus, sobald man den geschliffen hat, gell? Wenn er fertig ist. So, ist jetzt nicht ein bisschen hier oben gerade machen. Hast du das da? Kannst du es einmal reinhalten, was das ist? Nicht so perfekt, so sieht die Verpackung aus. Das ist Modelliermasse und die ist so ein bisschen wie Ton, würde ich sagen, gell? Und lässt sich fantastisch modellieren, ist auch perfekt für unsere Moldformen und wird richtig hart, braucht aber eine Zeit. Also wirklich über Nacht reicht nicht. Also, mein Spiegel ist, also braucht einen Tag. So, was wir jetzt gerade noch machen, ganz schnell, bevor wir den Spiegel, wie viel Uhr haben wir? 20:37. Okay, dann malen wir den jetzt gerade noch schwarz an. Normalerweise können Sie den ja in allen Farben anmalen, aber da wir ja mit dem Spiegel gleich mit schwarz arbeiten, können wir den nämlich gerade vorher anmalen. Na super. Natürlich kann man den in allen Farben anmalen, man kann den lackieren und spätestens, wenn wir für Steampunk noch welche machen, da kommen uns noch viel mehr Ideen mit Ketten, mit Uhren etc. Da kann man unendlich was machen. So, jetzt auch natürlich von der Seite und dann zum Trocknen tun wir ihn einmal auf diese Luftpolsterfolie. So,
Ja, dann haben wir den weg. So, und jetzt muss das gerade mal hier zur Seite. Und das mal gerade weg. Und jetzt kommt der Spiegel wieder hoch. Und der Spiegel wird jetzt zeigen wir den gerade mal. Also, jetzt haben wir den Spiegel. Und jetzt sehen Sie hier, wenn man da so jetzt drauf geht, sieht man, da ist dieses Grün dahinter, hier ist das Grün dahinter. Gell, da kommt das überall so raus. So, hier auch ein bisschen, da ist überall das Grün dahinter. So, was jetzt ganz wichtig ist, jetzt muss einmal schwarz komplett dahinter. Und das machen wir jetzt ganz schnell. Ja, trocken ist es, dass man einmal ganz sauber überall schwarz malt. So. Das ist wichtig, dass das jetzt auch, wenn das jetzt von der anderen Seite ein bisschen auf den Spiegel kommt, ist das egal. Das ist ja Glas, das kann man jederzeit komplett wieder sauber machen. Kann man ja auch mit einem kleinen Messerchen drüber gehen. So. Jetzt geht auch noch mein Pinsellack hier ab. So. So. Grundsätzlich kann man so etwas natürlich auch mit Platztellern machen, gell? Oder mit Glas, Vasen etc. Der einzige Unterschied ist natürlich bei Platztellern, ist es kein Problem, da arbeiten Sie ja von hinten, kann man einwandfrei benutzen. Bei Glasvasen, die wären dann mehr oder weniger halt zur Deko. Weil auch wenn man da von innen dann Lack tut, werde das nicht dauerhaft Wasser, sage ich jetzt mal, aushalten. So, okay. Ja, jetzt muss das Ganze wieder trocknen. Ich versuche ein bisschen das ganz Dicke wegzukriegen. Meinst, kriegst du das getragen, ohne deine Finger vollkommen dreckig zu machen? Ja, super, wunderbar. Ja, so, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt nehmen wir uns nochmal unser Teil hier vor. Ein bisschen Platz. So. Das ist natürlich noch ein bisschen nass. Das ist leer. Das ist, ja, das hätten wir besser mal trocknen lassen. Egal. Sie lassen das zu Hause anständig trocknen, gell? So, jetzt muss man sich entscheiden, wo macht man oben oder unten. Ich sage, ich mache jetzt mal hier, weil Sie das gerade so gut sehen, oben. Und habe jetzt für oben und unten jeweils eine Bordüre fertig gemacht. Das sind diese Bordüren von Dart. Habe die auch schon zurecht gemacht. Müsste die jetzt natürlich wieder richtig warm machen. Hier ist natürlich ein bisschen kalt wieder. Die richtige Föhn, das dauert hier zu lange, bis ich den richtig habe. Und hier auf der anderen Seite habe ich diesen kleinen, die sind jetzt aber nicht mehr gerade, deswegen ich muss gerade mit einem, dieser Heißluftföhne, der würde jetzt viel zu lange brauchen, um dieses dicke Ding jetzt hier wieder weich zu machen. Und wir haben ja diesen anderen Heißluftföhn, der stärker ist. Und dann nehmen wir den jetzt, um das hier aufzubringen. Und dann machen wir hier erstmal Silber, Wachs und anschließend noch ein bisschen mit Pigmentfix. Oder vielleicht, also manchmal mag ich auch Wachs alleine, weil das nicht ganz so stark ist. Ich lasse das mal hier dran, dass das mal warm wird und suche mal gerade silbernen Wachs, ob ich den hier habe. Sonst muss ich den Sam nämlich direkt wieder neu losschicken. So wie es aussieht, habe ich nämlich keinen hier.
Nee. Oh, doch, was ist? Nein, Antikpaste Silber. Nein, da muss er mir holen, glaube ich. Ich habe ja immer so in meinen Tupperdosen hier meine ganzen Wachspasten, weil die dann einfach, Graphit ist das, aber kein Silber, glaube ich. Sam, darf ich dich noch um Silberwachspaste bitten? Dankeschön. So, dann machen wir das erstmal so. Das kommt jetzt gerade weg. Jetzt kommt das Riesenteil. Das ist wesentlich schneller. Da geht das rucki zucki. Sehen Sie, und schon biegt das Teil sich, gell? So. Ich mache das noch warm. Hier unten ist zwar jetzt noch ein bisschen nass unten drunter, aber wir tun mal den Heißkleber drauf, dann diese Bordüre. So, ach, ich denke gerade, was sind das für Geräusche? Ja, okay. Das ist gerade. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen. So, dass nicht die Finger verbrennt hier, weil die wird da schon ziemlich gut heiß dann. So, okay. Das ist auch, die in der Mitte machen wir, sobald der Spiegel trocken ist, weil wir den ja erstmal montieren müssen. Und Dankeschön für den Silberwachs. Und jetzt gucken wir, dass wir da einen Pinsel haben. So. Und auch das kann man ein bisschen anwärmen. Dann das ist mein alter Silberpinsel, damit der ein bisschen weicher wieder wird. Also diese Wachspasten, diese Pinsel, die hebe ich mir immer auf. Da mache ich keinen neuen, sondern da, wenn die, egal wie die aussehen, die werden dann benutzt. So. Und dann gehen wir hier mal schön über diese. Aber wenn man das so auf alt haben möchte, würde ich das jetzt auch bei der Paste belassen. Also hier würde ich jetzt persönlich gar nicht mehr mit Pigmentfix arbeiten. Bei dem anderen Spiegel, den Sie eben gesehen haben, da habe ich beides gemacht. Da habe ich also erst das Wachs genommen und habe dann nochmal mit Pigmentfix drüber. Einfach um noch ein bisschen mehr Highlight-Silber zu machen. So, ich gehe jetzt hier auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Und dann mache ich noch diese. Die ist eine sehr schöne, einfache Bordüre. Ich mag das, wenn du so viel Unruhe hier hast, ist so etwas ganz Einfaches dann richtig schön. So, das muss man auch mal ein bisschen, welches Ding ist hier? Einmal ein bisschen polieren. Eine Frage, ja. Gibt es irgendwann wieder große Wandtransfermotive? Bestimmt gibt es die mal wieder, ja, bestimmt.
Wir waren jetzt gerade Weihnachten einkaufen. Weihnachten 26. Ah, nee. So. Und das. So bis April steht alles. Danach ist noch einiges offen. Wachs kann man mit einem Tuch oder mit dem Finger oder mit Was? einem Pinsel auftragen. Wachs auftragen. Womit? Ach so, weiß ich ja, du hast mich nicht gefragt. Grundsätzlich kann man Wachs, wenn man nur über Oberflächen gehen will, weil du Finger haben eine gewisse Wärme, dann schmilzt das Wachs und wenn man nur über Oberflächen gehen will, ist es perfekt, es mit dem Finger aufzutragen und danach zu polieren. Hier sieht man ja, hier ist jetzt poliert. So. Wenn man aber so wie so eine Trockenpinseltechnik haben möchte, das heißt nicht nur an der Oberfläche, sondern auch hier so dazwischen rein, dann mache ich das immer mit dem Pinsel. Aber Sie haben gesehen, ich habe den Pinsel eben ein bisschen angewärmt, damit auch der Pinsel ein bisschen weich wird und dieses Wachs an dem Pinsel ein bisschen schmilzt, um das dann schön da jetzt wirklich hier drauf, dass das wirklich in diese Zwischenräume kommt. Ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, ob ich das mal hier hinkriege auf etwas tiefer. Ja. Nee, ich komme aus dem Bild raus, gell? Das ist mein Problem. So. Ja. Na, jetzt kann man das, glaube ich, gut sehen. Das ist ja jetzt hier nicht nur an der Oberfläche, sondern ist ja auch ein bisschen in diesen Vertiefungen drin. Und das erreichen Sie am besten mit einem Pinsel. Und dann natürlich so, wie ich das jetzt auch gemacht habe, den Pinsel vorher ein bisschen warm machen oder auch meinetwegen das Silber ein bisschen warm machen und dann schön darüber gehen, anschließend mit einem am besten Mikrofasertuch polieren. Dann sieht das wirklich aus, als wäre da so Metall, Silber dahinter. So, jetzt brauchen wir das. Da kommen schon die ersten Fragen für Weihnachten 2026, was da das Thema ist. Es gibt, ja, ein Thema kann ich verraten, weil das ist so sensationell. Dachshund, Dackel. Also nicht, also Teddybär auch, aber Riesendackel. Also, und so süß ohne Ende. Also Dackel ist unter anderem ein Thema. Okay? Aber mehr verrate ich noch nicht. So. Okay, so Sam, wie sieht's aus? Noch nicht trocken? Geht? Weil jetzt kann man den Spiegel drauf machen. Man könnte vielleicht das dazwischen noch antrocknen, dann könnten wir hier noch die Schleife machen, dann vorher vielleicht. Oh. Geht? Ja, ich klebe den jetzt nicht. Ich klebe den nicht. Nee. Hier unten drunter ist noch alles nass. Kann ich schlecht machen. So, also, wir machen das jetzt so. Wir tun den jetzt hier so drauf und mal ein bisschen gucken. Natürlich sollten wir ihn richtig rum drauf tun, denn das hier ist oben. Und ich würde jetzt auch mit einem bisschen Abstand machen und den ungefähr so, ja, so draufkleben. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken. Und jetzt habe ich hier, obwohl das kann ich gar nicht, ich muss den aufkleben, sonst geht das nicht mit den Bordüren. Klipp drauf, kleb ihn drauf, kleb ihn drauf. Okay. Aber jetzt kann man sehen, wie gut der spiegelt. Ja, ja. Der spiegelt schon. Man sieht jetzt alles, gell? Und sieht mich im... Ja, ich mache es jetzt einfach mal so und hoffe, dass das halbwegs hält. Ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal sehen, ob er gerade ist. Eine Frage. Aber ich glaube schon, ja. Kann man eingetrocknete Wachspaste retten? Nein, nein. Also man kann so ein bisschen warm machen, dann geht es ein bisschen, aber so wirklich retten kann man sie nicht, nein. So, jetzt haben wir die Bordüren hier. Die sind aber nicht zurechtgeschnitten. Ach, so hat sie das gemacht. Okay, dann machen wir das so, kein Problem. Dann machen wir es nicht mit einer perfekten Ecke,
sondern machen das so. Kein Problem, geht auch. Hä? Nee, die sind gerade. Aber das ist jetzt egal, darauf kommt es jetzt nicht an. In der Not machen wir in der Ecke noch was Schönes hin. Gerade fällt mir alles hier hin. So, jetzt muss ich das erstmal wieder ein bisschen gerade machen, damit ich das gut aufkleben kann. Vielleicht haben wir ein schönes Eckteil, Sam, was wir nachher noch drauf tun können. So. Aber ich glaube, dass es noch nicht mal auffällt, wenn man die jetzt hier den ganzen Spiegel fertig hat. So. Da muss man auch ein bisschen warm machen, damit die Bordüre auch gerade auf. Da. So. Gucke, dass die schön an den Rand ist. Man könnte natürlich auch die über die Ecke drüber machen. Diese flachen würden sich, wenn man sie ganz weich macht, würden sich dazu auch noch eignen. So, hier müssen wir aber jetzt erstmal warm machen. Das muss. Wenn Sie die nicht warm machen, würden sie brechen. In dem Moment, wenn ich die gerade aufkleben möchte. Deswegen unbedingt vorher einmal warm machen. So, und jetzt wieder hier. Dann gucken wir mal, dass wir das halbwegs anständig. Würde der Spiegel auch mit Heißkleber halten? Ich habe den jetzt gerade mit Heißkleber draufgeklebt. Wir haben ja hinten Farbe drauf gehabt, deswegen ich habe ihn ja jetzt, er hängt jetzt mit Heißkleber Und ob drauf. er hält, wissen wir noch nicht. Ja, gut, hier unten drunter, das ist ja nicht trocken, gell? Also das ist jetzt Das ist sehr spannend alles. Frau nicht Siegmann. sehr professionell, das Ganze. Sehr spannend, Frau Siegmann. So, und noch ein letztes Mal. Bettys Hobbys hat eine schöne leere Wand dafür. Was? Aber verschicken tun wir es nicht. Sie muss es abholen. Nee, ja. Die Sachen kann man nicht verschicken. Das kommt nicht Teile an. So. Das ist übrigens eine wunderschöne Bordüre. Also die ist so toll. Da schnitze ich einen Tag dran. Da schnitze ich einen Tag dran. An Ja, so einem. ja. Keiner kann das so gut wie du. So. Was macht Paulchen? Das würde ich auch wissen. Ja, Gerne Paulchen, wissen. gehe ich mal davon aus, liegt jetzt irgendwo auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt und schläft den Schlaf der Gerechten. Damit, wenn ich gleich nach Hause komme, er anfangen kann zum Spielen. In dem Moment, wenn ich mich hinsetzen will, dann muss er spielen. So. Jetzt. So, jetzt Kamera weit weg.
Also noch hält der Spiegel. Und er ist sehr schön spiegelig, gell? Und wir haben diesen kaputten alten Rand außenrum. Aber hier ist er, wie man sieht die Kameras, man sieht die Lampen, man sieht alles sogar bis da hinten hin. Gell? Ein Träumchen. Ja, der ist absolut. Was ist jetzt passiert? Ist dir was runtergefallen? Es sind meine alten Knochen. Nee. So, oh, perfekt. Wunderbar. Gell? So, wo tun wir den jetzt mal hin? Oh, nein. So. Hinter mir ist er jetzt. So. Hier, die hier noch rasch. Noch gerade Schleifchen drum, oder? Wie viel Uhr haben wir? Kriegen wir das noch hin? 59. Ja, das kriegen wir doch hin. 59? Ja. Okay, also ich habe dieses tolle Schleifenband genommen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Gottchen. Ja, hier. Habe das dann einmal so gefaltet. Hier so außenrum festgeklebt, kann man ja so sehen. Von vorne bitte. Ja, genau, kann man so sehen, so. Und dann habe ich halt mit so eine typische Schleife gemacht und habe die an der Seite festgemacht. Ja, so kann man jetzt, glaube ich, gut sehen. Gell? So, ich glaube, mehr muss man dazu nicht. Sie haben es, glaube ich, gesehen, oder? So, dann gehen wir jetzt und zeigen unsere Gewinner. Und noch einmal ganz herzlichen Dank für alles. Ich wünsche Ihnen traumhaft schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es kommen vielleicht noch ein paar Videos mit so ein paar Techniken. Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Ich vielleicht ein paar Vintage-Metallsachen, Metallfüßen oder sowas. Kommen die schon? Frau Siegmann, das wissen wir nicht. Okay, wenn die kommen... Nur Sandra und ich wissen das. Ja, ja, wenn die kommen, dann... Ach Gott, Sam. Dann gibt es noch natürlich Videos und Newsletter etc., etc., etc. So, also, 3 Gewinner für die 2 Kissen, diesen, ja, Decke ist es nicht, wie sagt man dazu, keine Ahnung, Table Runner und das schöne breite Spitzenband. Gib mir mal den Table Runner, ich muss den noch mal zeigen. Ich finde den so schön, der ist so schön. Den gibt es ab Februar oder März, gibt es den auch hier zu kaufen. Und zwar, erster ist Frau Silke Kuchenmeister. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, jetzt kommst du da mal richtig drauf. Man muss sich das mal an, das ist wie schönste, sage ich jetzt mal, wenn sich das anguckt, der ist doch so toll, mit diesen feinen Pailletten, mit diesem Goldband da drin, ist so ein absoluter Traum, oder? Ja, egal wofür, bald gibt es den ja zu kaufen. So, also, dauert noch ein bisschen. So, dann zweite Frau Ines Guder, herzlichen Glückwunsch. Und dritter, Roter Pinguin, das ist auch geil, schöner Name. Dritter Gewinner, Roter Pinguin. Herzlichen Glückwunsch, tolle Feiertage, erholen Sie sich ein bisschen, basteln Sie gut und es gibt die tollsten neuen Sachen ab Januar wieder. Und wenn vorher schon was kommt, wie ihr sagt zum Beispiel die Metallfüße etc., wir haben so ein bisschen was noch in der Pipeline, die Blumen, gell, Sam? Endlich zum Beispiel. Die Papierblumen sollen jetzt endlich kommen nach fast einem Jahr. Gell, all diese Sachen, wenn das kommt, dann kriegen Sie Newsletter, dann kommt das sofort in den Job und dann können Sie weiter basteln. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten von uns allen. Normalerweise hätten wir jetzt ein Säckchen trinken müssen, aber schöne Weihnachten und Küsschen und ganz, ganz, ganz toll und lieben Dank. Ciao, ciao.